So. Geht jetzt. Dank, Herrgottsseele, es geht. Ja, blutig ist halt. Blutzenalfeier. Das ist perfektes Timing, oder? Das bucht der Scheiß, der fällt ja mal bei dann ein, wenn ich on-stream gehe. Das ist, krieg Gürtelrose, sagt ich. Krieg Plack bei so einem Scheiß. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich aber da noch herschauen. So. Hat's ja da? Oder hat's ja weg? Wie schaut's aus? Was ist jetzt die Phase? Stell die Frage nicht. Das scheiß Team. Gestern auch schon. Ich frag mich warum man da so viele Updates machen muss. Okay, wir haben zumindest schon mal einen Ton. So. Was ist jetzt da? Sehen wir mir das überhaupt nichts? Nein, natürlich sehen wir mir nichts. Immer nicht sehen. Aha! Ja, mein Greenscreen ist immer noch kaputt, merke ich gerade. Moment einmal. Geht aber gar nicht. So, jetzt gefällt es mir schon besser. So! Ja. Wenn wir noch meinen Chat aufrufen, sonst sage ich da nämlich gar nichts. So, und Garrus, habe ich die Ehre. Entschuldige, ich hab Offstream gehen müssen, weil Steam wollte ein Update und wollte einen Neustart haben. So, da es nicht gereicht hat, Steam neu zum Starten, haben wir den ganzen PC neu starten müssen. So. Wie schauen wir jetzt aus? So, wir gehen weiter. Freunde, da gehen wir weiter, auf jeden Fall. So. Bin in der Pilgerkirche. Oh ja, da kommt gleich mit zur Begrüßung der Leck des Obergrauens, aber das hilft ihm halt aber nicht. So. Kurz für eng. Ja, ich hab einiges mehr auf der Karte freigeschaltet. Das ist nämlich die Insel da. Ich hab mich schon ein bisschen umgeschaut. Aber komplett umgeschaut habe ich mich noch nicht. Ich hab da irgendeine Questline gefunden, da wo man da, das ist scheinbar ein Riesenschloss, da müssen wir einen Brief an irgendeinem Vater bringen, der wo da eingekirchert ist. Das werden wir uns auch noch anschauen. Aha, mein Bot ist auch wieder am Start, sehr gut. Und dann haben wir da noch so ein paar Marker gesetzt, wo ich mal vorbeischauen will, weil das schaut mir so ein wenig verdächtig an, dass da vielleicht irgendwas sein kann. Ja? Also auf alle Fälle möchte ich mich da heute einmal umschauen. Ich habe festgestellt, da auf dem Felsen, da komme ich irgendwie nicht rauf. Zumindest habe ich noch nicht entdeckt, wie. Da muss ich noch schauen. Genau. Ansonsten werden wir dann halt massiv da weitermachen. Da geht es scheinbar mit der Hauptstory weiter. Das werden wir uns auch anschauen. Und ich möchte da mal schauen, was da Szenario ist. Ja, das ist jetzt mal der Plan für momentan. Ja, wir müssen mal schauen, wie wir die 4 Stunden umbringen, aber so wie ich das sage, werden wir da an Content wird es nicht scheitern. Mrs. Semcrowife habe ich die Ehre. Ist aber schnell gegangen, bin wieder dabei. Sehr gut, Mr. Boxer, sehr gut. Ja, machen wir ganz komisch. Da. Weil vor allem Steam sagt, ja, jetzt bitte neu starten, dann tue ich Steam neu starten, dann möchte ich Elden Ring aufmachen, dann sagt es immer noch, ja, du musst aber neu starten. Ja, dann meint er halt wahrscheinlich den ganzen PC, aber gut. Genau. So. Wo bin ich jetzt überhaupt? Bin da herum. So, was ist jetzt das da für ein Marker? Der hat nicht mehr Nummer, oder? Ja, das ist der Marker Nummer 3. Das ist praktisch der da jetzt vor uns. Ja, dann schauen wir halt einmal. War für alles fit bei dir? Ja, nein, ich gehe nicht in der Nacht. Das kannst du vergessen. Die scheiß Fledermaus. Krieg ich schon wieder einen Anfall. Das mag ich nicht. Ich mag nicht mit den Fledermaus zu tun haben. Da warten wir bis ab früher. Ich habe übrigens meine Waffen aufgewertet. Die haben jetzt beide auf plus 5. Da gingen sogar noch mehr. Die gingen bis auf plus 7. Und ich habe mir auch in der Tafelrundfeste bei einem Händler praktisch die Gegenstände freigeschaltet, die wo ich brauche, um die aufzuwerten bis auf plus 7. Da brauche ich jetzt, glaube ich, noch 12 Stück, die wo man kaufen muss. Da kostet aber ein Stück 1600 Rubine. Das ist nicht wenig. Ja. An Oleg habe ich auch aufgewertet. Der ist jetzt auf plus 3. Der plus 3 Oleg. Der kann was, glaube ich, hoffe ich, denke. Wir haben eine Heilflaschen mehr und unsere Heilflaschen dann auf plus 3. Das ist zauberhaft. Ja, ich koche gerade hin einen Brief für den Leo, damit er mehr trinkt. Mehr trinken ist mehr gut. Und mehr Katzen haben auch mehr gut, hab ich mal gehört. Sehr gut.
Genau, ansonsten hat sie eigentlich nicht wirklich was da. Ich hab dann, ja, ich hab da verteilt einmal noch den einen oder anderen Boss zusammengehauen. Da haben wir gestern nur 2 über den Weg gelaufen. Das eine war wieder so ein schwarzer Reiter, der hat jetzt ungefähr überhaupt nichts mehr drauf. Im Vergleich zum ersten Stream, wo wir gesehen haben, Mr. Ungarius, habe ich dir. Entschuldige, ich habe vorher kurzzeitig meinen PC neu starten müssen, weil Steam gespackt hat. Schön, dass du dabei bist. Genau. Und da war noch irgendeiner so, da, ich glaube, das war da hier runter, da noch irgendeiner so ein Vogel, so komisches Riesenvogel-Küken-Zombie-Ding zusammengehauen. Und da war noch so ein Baum, so ein komischer. Das hat ausgeschaut wie so ein großer Hund oder Baum, den haben wir auch zusammengehauen. Genau, aber ansonsten nicht wirklich viel Relevanz gewesen. Genau, und da herum haben wir ja letztes Mal, jetzt mal eine kleine Einführung, da müsst ihr ja wegen Bilder haben, was ich oft gemacht habe. Da herum, da haben wir ja letztes Mal so einen Kristallboss gefunden. Da wo ich gesagt habe, da sollte man wahrscheinlich noch nicht hin. Ich habe den dann nur einmal probiert und ich habe dann festgestellt, irgendwann, wenn du einmal eine gewisse Zeit lang auf den einprügelst, dann ist der gestunt und dann kannst du praktisch so eine Art Gnadenstoß machen, der zieht einem dann ziemlich viel ab und das soll praktisch darstellen, seine Kristallrüstung springt von dem ab und dann hast du ganz normal Damage gemacht. Und da habe ich eben dann auch irgendeine so Glocken gekriegt, wo ich dann eben die Aufwertungssteine bei dem Händler in der Tafelrundfeste freischalten habe können. Genau. So, jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt machen wir mit der, hätte ich gesagt. So. Marker Nummer 3 ist jetzt erst einmal der Way to go. Technik, die begeistert? Ja, nein. Nein, definitiv nicht. Vor allem nicht dann, wenn du on-stream gehst. Ist das nicht Technik, die begeistert. So, jetzt schauen wir mal, was es da gibt. Das schaut mir schon mal an wie eine Ruine. Müssen wir mal schauen. Das ist jetzt so praktisch, oder was? Oder ist das da oben? Das könnte da oben sein. Räuber Hotzenplatz, habe ich dir. Was ist das Dual-Wielding genauso wie in Dark Souls oder besser jetzt? Was genau meinst du jetzt? Dual-Wielding? Also mit 2 Schwerterkämpfer. Ich finde es tatsächlich besser. Also so schaut im Endeffekt meine Angriffsfolge aus. Ich finde es tatsächlich ein bisschen feiner. Muss ich tatsächlich sagen. Hotzenplatz ist fit bei dir. Und vor allem, ich habe jetzt 2 Katanas, die Blutungsschaden machen. Das ist nice. Ja? Das ist ganz nice. Da kannst du den einen oder anderen Boss schon mal gehörig, gehörig Salz in die Wunde streuen. So, das ist ein Mordsbaum, oder? Da habe ich ja übrigens den Boss gefunden. Also den Baumboss. Das ist so ein der hat einen Mordstrumhammer gehabt. Na gut. Will da jetzt irgendwas? Nicht. Da ist auf alle Fälle irgendein Dungeon, so wenn ich das richtig sehe. Alles gut und bei dir hab's mir jetzt abgestellt. Sehr gut, Räuber Hotzenplatz. Da hast du sehr gutes Geld investiert. Du kriegst für das Geld selten so viel Spiel. Du wirst Freude haben. Oder Kummer, je nachdem. Na, Schmarrn. Ist ein hammergeil-Spiel. Da hast du wirklich nicht an der falschen Stelle gespart. Ach, da schau her, da geht's einmal massiv nach unten. Ja gut, das war mehr wuchtig wie elegant, aber jetzt schauen wir mal. Da rund gibt's safe einen Dungeon, da bin ich mir fast sicher. Ja, der ist schon wieder so ein scheiß Fledermaus, da zupft ey. Du musst da warten. Warum? Warum du noch warten müssen? Oh ja, da schluckt der Blitz ein. How about fuck you? Warum habe ich jetzt Waffen mit 2 Händen? Ah ja, alles klar, okay. Ja, chills. Ja, chills. Die scheiß Fledermaus! Was ist denn jetzt? Nicht mit 2 Waffen, nicht mit 2 Händen immer. Du sollst zuhauen! Hey, guckt sie fix nochmal. Was ist denn die scheiß Mistviecher? Zupfzenk. Ich hasse die Viecher.
Vor allem, warum kommt der Fledermaus am Tag? So gelungen. Ah, halt doch die Klappe. Ist nochmal. Oh. Alter, wer... War vorgestern schon mal, wenn ich Glück hab, der von Not zwar Cuties halt bei mir einziehen oder sie mögen ihn zu sehen. Nein, die wollen mich nicht. Wie die Not zwar Cuties der von bei dir einziehen? Wie darf ich das verstehen? Was ist dumm? Hey, ich hab doch da auf der Karte einen Dungeon gesehen, ich bin ja nicht bescheuert. Du bist ja da herum. Das kann natürlich auch möglich sein. Ja, das kann natürlich sein, dass der da herunter ist. Das kann natürlich sein. Das glaube ich nämlich sogar fast. Ah, da schaut es aus, wie wenn es da reingegangen. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher, ob ich das überlebe, wenn ich da oben springe. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Das hilft mir nicht. Ja, da geht's einer. Nice. Sag ich doch, dass dort Dungeon ist. Tunnel von Morne. Okay, ja gut, den schauen wir uns an. Hoffentlich ist das nicht wieder so eine Mine, da wo wieder so elendig tankige Gegner umeinander rennen. So, da haben wir schon mal einen Ort der Gnade. Das ist schon mal gut für uns. Das hört sich wieder nach einer Mine an. Das hört sich ihm wieder nach einer Mine an. Das Einzige, was mir jetzt eigentlich nur so ein bisschen angeht, war einmal eine gescheite Rüstung. Oh Gott. Wobei, das sind andere Gegner, oder? Die haben ein bisschen anders. Die hat nicht so tanky, meine. Ja gut, der haben absolut nicht tanky. Was sollen die überhaupt darstellen? Oh. Wird man über den Balken überschleichen, der ist ja nicht umsonst. Ja gut, die kann man zumindest staggern, das ist ja schon mal was. Ich vermute jetzt einmal, dass da hinten so weitergeht. Ja gut, die sollte mich schon sterben. Dormi, habe ich dere. Alles fit bei dir, steht, dass du einer schaust. Oh, der ist tanky. Der Bruder ist definitiv mehr tanky. Ja gut, okay. Mit die Klappe. Geht eigentlich? Schmiedestein, okay. Ja, wie vermutet, schaut sie mal, dass da hinten weitergeht. Okay, dann gehen wir mal da hinten. Schauen wir einmal. Oh, da geht's auch noch rein. Okay. Ja, wahrscheinlich geht's da jetzt einfach einmal rundum nach unten. Ich tippe jetzt einfach mal. Da haben wir alles fit bei dir. So. Müssen wir mal luren. Sollten wir uns mal ein wenig buffen, ha? Schauen wir einfach mal. Gegner wo? Ah, da unten. Okay, da ist Loot. Da ist Loot. Mehr Loot ist gut. Ja, bis jetzt die Gegner da gerade, die scheiche ich noch nicht so. Nur den da unten noch, den Zipfjarum. Oh ja, das war klar, dass die nicht allein haben. Ich habe ja mittlerweile eine Liebe für Sprungangriffe entdeckt, ja. Fetzt der Mai. Mr. Saiching, morgen Base und Chat. Ich habe halt sowas von keinen Bock aufs Fußballmatch. Ich habe auch keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. So, da hinten gibt es wahrscheinlich wieder Gratis-Loot. Was haben wir da? Da geht es in den Tunnel rein. Ja, jetzt haben wir halt da herunter halt wahrscheinlich, ja. Offensichtlich. Es geht halt da auch noch weiter. Ah, kümmern wir uns erst einmal um da hinten. Weil warum nicht? Schaut dem überhaupt nicht. Easy. Okay. Wieder Sneaky Peaky. Ah, ja, ich hab mir's genau gedacht, dass da noch einer angeschlichen kommt. Bin ja nicht von vorgestern. Du bleibst aber schon hoffentlich da hinten sitzen, oder?
Schmiedestein, okay. Ja, die schont überhaupt nicht, wenn wir die haben. Ja, jetzt will ich halt wissen, wo wir zuerst hingehen. Also da hinten geht es nicht weiter und da können wir wahrscheinlich auf die unterste Seite. Hä? Oh ja, das ist wieder so ein Stortyp, der wo sich nicht staggern lässt. Ja, toll. Sprungangriff für OP, Freunde. Sprungangriff für OP. Aber die haben gut hier. Wir haben um 3 draußen und der Wind geht. Davor filmen und dann um 45 Minuten später fahren. Das heißt, wenn du ab morgen nicht mehr lebendig bist, dann weiß ich warum. So quasi, oder wie? Ja, gut, da geht es jetzt schon massiv weiter, aber also ich schätze mir, dass eher da jetzt weitergeht. Aber gut, das wird man jetzt dann rausfinden. Jetzt schauen wir mal, da hier hinten geht es auch noch irgendwo hin. Oder auch nicht. Chef frage nicht. Hashtag ja genau. Du musst die geschubsten Power für die Sprecher lassen, Mr. Saiching. Mit geschubsten Power kannst du 90 Minuten spielen. Oh. Ah, da bleiben wir mal ein wenig Vorsicht. Da hinten, da lurt einer. Da ist eine Kisten. Da ist eine Kisten, zeige ich von da. Ein geschultes Bazi-Auge sagt, dass da Kisten ist und der Depp da hinten ist nicht tot, der ist lebendig. Sag dir auch, wie es ist. Ja, das ist gelungen, dass die nicht alle aufstehen. Jetzt passt so wacht. Ach, die werden mit schweren Angriffen werden die gestaggert. Ah, okay. Nice. Net to know. Das darfst du jetzt aussuchen. Das kannst du jetzt sehen, wie du magst. Aua. Ah, jetzt habe ich langsam den Dreh raus gegen die Dinger da. Da. Der wird auch lebendig, das sage ich von da. Ja, 6 wirst du zurückwirft bei einem schweren Angriff. Zauberhaft. Goldene Rune, so, was ist in der Kiste drin? Außer damit. Fleisch, ja toll. Grundsätzlich ist ja Fleisch gut, aber da hätte man jetzt ein wenig mehr erhofft. Aber gut. Dann weiß ich zumindest, dass wir in die andere Richtung weiter müssen. Wie vorher vermutet. So. Da springt mir jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder irgendein so ein Scheißvieh hoch. Ja, da oben waren wir vorher, ja genau. Okay. Leck, was ist denn das? Reizt mir schon wieder nicht. Du bist One-Shot, okay. Au. Au. Ah, nehmen wir mal einen Eifel. Alter Reißzahn, okay. Was kostet denn heute um Garrus? Aha, der flotte Flügelmann. Der flotte Flügelmann hat was dagegen, dass wir da haben. Das ist aber mir jetzt nicht egal, dass du da was dagegen hast. Kannst du da mal runterkommen? Ja, meinst ernst? Ich hab vorher einen Pfeilbogen, gell? Das ist dir hoffentlich bewusst. Hey, du bist mir langsam unsympathisch da drüben, gell? Achso, jetzt wo ich einen Bogen ausrüst, kommst du da, oder was? Du blöde Sau, du. Boah, Alter, das Viech ist anders nervt. Aber ist brutal, wie unser Flaschen jetzt hält. Mein häng's halt auf, komm oben jetzt da. Was ist denn mit dir? Wow. Oh, so ist der Fall. So, was? Gibt's auch wieder Kisten, die versuchen aufzufressen? Sicher, die habe ich bisher tatsächlich noch nicht gefunden. Also Mimik
Chest. Die habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Das Kosa. Aber Stand jetzt kann er dann nur berichten, dass ich sie noch nicht gefunden habe. Also, wie gesagt. Das einzige, was ich einmal gefunden habe, ich habe eine Kiste gefunden, die schaut aus wie so ein Mimik aus den vergangenen Souls-Spiele. Aber war tatsächlich nichts drin. Also, nichts Bösartiges, sagen wir es so. Ich glaube auch nicht. Also, die wird es bestimmt in dem Spiel geben. Aber wie gesagt, ich habe Stand jetzt noch ungefähr 10 Stunden oder keine Ahnung, was habe ich denn überhaupt? Schon Spielzeit. Nach fast 20 Stunden habe ich noch keine einzige nicht gefunden. Also ich kann es tatsächlich nicht sagen, aber mit Sicherheit wird es irgendwie sowas geben. Das war für From Software schon untypisch, wenn sie es nicht irgendwie mit einbauen. Geronimo! Ach, Sprungangriffe, Freunde. Sprungangriffe ist der Shit. So gegen Givesis. So von wo haben wir denn jetzt gekommen? Ah, da unten ist ein Tier. Da vorne ist der Boss dann drin. Dann tippe ich. Wir haben von da gekommen, meine ich, oder? Ist das möglich? Ja, wir haben von da gekommen. Schauen wir mal, was da noch hingeht. Irgendwas grunzt da. Weiche Baumwolle. Aha. Geht's da oder was? Nein. Gut. Ja. Gut, wobei, sagen wir's, jetzt bin ich gerade am überlegen, bei Sekiro hat's die aber tatsächlich auch nicht gegeben. Also ich meine mich zu erinnern, dass bei Sekiro keine Mimics nicht gegeben hat. Also es muss nicht unbedingt sein, dass es gibt, aber es kann sein. Es ist halt, sagen wir mal so, Elden Ring ist eher Dark Souls wie Sekiro, sagen wir es mal so. Ja? Das meine ich, so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen. So, und da ist jetzt bestimmt der Boss, oder? Ist ja gelungen, wenn nicht. Müssen wir mal einen Oleg herrichten? Ja, das ist eine Arena, das sagt der Blinde. Schuppenscheusal, aha! Alter, der kriegt ein Damage des Todes. Haut's mir hinten in verzögerten Schläge ab. Merci, Oleg. Easy. Ja, das ist halt ein normaler Gegner in Form vom Boss, ja. Okay, rostiger Anker. Okay. Was macht der? Kann der irgendetwas außer dass ich ihn hab? Wahrscheinlich nicht, oder? Ein rostiger Anker, der als Waffe eingesetzt wird. Die scharfen Spitzen der 4 Ankerarme durchbohren gnadenlos jedes Opfer. Als die Befleckten das Zwischenland mit ihren Fürsten verließen, blieb angeblich nur ein Boot zurück. Aha. Ja, toll. Und für das haben wir jetzt den Dungeon angeschaut, oder was? Ja, super Sache. Der war Freeload, ja. Es war halt, das ist mir 2-mal oder 3-mal schon so gegangen. Manche normaler Standardgegner haben halt dann am Ende Bosse, ja. Die kriegen halt dementsprechend Damage. Die haben zwar größere Lebensleisten, aber kriegen halt den gleichen Schaden. Aber da in Seele Dungeons findest du auch tatsächlich richtige Minibosse. So ist jetzt nicht. Aber das war halt jetzt, ja, easy going. Man muss halt aber einfach auch sagen, der Oleg ist halt einfach fucking OP. Aber gut. Ja gut, ersten Dungeon haben wir schon. Findet man bestimmt noch weitere. So. Genau, da haben wir den Tunnel. Schauen wir mal, was ich mir sonst noch markiert habe. Da Aromat habe ich auch noch irgendetwas. Da vermute ich nämlich auch irgendein so ein Dungeon. Weil das schaut so komisch rötlich aus. Und vor allem da ist ein Flusslauf, da wo so eine Linie entlang geht. Also das ist für mich so, schauen wir mal. Der Bazi, der war aber auf Bazi Schwierigkeit. Ja genau, der hat sich meinem Niveau angepasst. So auf alle Fälle. So. Da wieder aufgefüllt. Das ist da auf der linken Seite. Jetzt ist halt die Frage. Oh, leck mich am Arsch. Ja, vielleicht ist aber da doch kein Dungeon. Das kann natürlich auch möglich sein. Jetzt müssen wir mal schauen, wie du aufkommst.
Da vorne geht nichts. Da müssen wir von der anderen Seite. Ah, geht sogar. Nice. Müssen wir schauen. Da. Ja, da gibt's definitiv Webs. Die Karten ist ein Wahnsinn. Das ist absolut krank. Also das ist ja... Man muss sich mal vorstellen, das alles ist tatsächlich Map. Ja? Und wenn ich mir mal vorstelle, allein das Gebiet, was wir da letztes Mal gemacht haben, den See, das ist ein unfassbar großes Areal. Das Ding ist halt, gerade am Anfang, weil du es halt von den Souls-Spielen so her nicht gewohnt bist, weil es hat es ja so in der Form noch nie gegeben, bist du erst einmal komplett überfordert mit der Map, weil du einfach teilweise nicht einmal weißt, wo du überhaupt zuerst hingehen sollst. Das ist das Einzige, dir wird halt eigentlich nicht so wirklich erklärt, ja, du musst jetzt da und da und da hin. Ja, seht ihr es? Bazi Spürnase hat wieder einen Dungeon entdeckt. Ja, das ist sehr gut. Billinger, habe ich dir. Und bisher muss ich halt sagen, haben die Gebiete auch sehr abwechslungsreich. Es ist nicht immer linear das Gleiche. Also, bisher zumindest. Ah, da findet man gleich eine Kiste zum Anfang. Vielleicht ist das gar kein Dungeon, sondern einfach nur ein Versteck. Okay, das war weit mehr Dusel, als wir verstanden, weil da unten ist nämlich ein Ratz. Okay, das war verdammt feiglich, dass ich jetzt da nicht runtergefallen bin. Aber den Loot nehmen wir natürlich mit. Eingelegter Schildkrötenhals. Na gut, dann hätte ich runterfallen auch können. Was macht denn das überhaupt? Erhöht kurz die Ausdauerregeneration. Ja, toll, das heißt der Sporen auch können. So, wir brauchen mal Licht. Gut, ich habe jetzt zwar versehentlich bufft, aber das macht ja nichts. Schauen wir halt einmal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Oh, da ist eine Statue, das heißt, da wird es wahrscheinlich gleich brenzlig. Es ist so Fenster. Ah, Rotz. Eine Rune, okay. Ja, wir warten heute der Rotz vor die Füße geflogen. Das war ein großer Brummer. Aua. Doppelaua. Okay. Wieder goldene Rune. Da wird halt besser. Das war Mamarat, der Kukri. Was sind das überhaupt? Wurfwaffen? Oder Billinger, alles fit bei dir? Oha. Vollpassage. Boah, ich seh halt gar nichts. Ich weiß halt nicht, wo ich mir jetzt da hinfallen lassen kann, ohne dass ich verreck. Gut, wahrscheinlich richtig. Silbernes Glühwürmchen. Aber Moos. Oh Gott, was ist denn das? Ja, der bewacht jetzt irgendetwas. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Bär oder was? Apparatte. Nein, das ist kein Rotz nicht. Das schaut nicht aus wie ein Rotz. Es ist ein Runenbär, alles klar. Oleg, da musst du mal dazwischen halten. Ja, der kriegt da auch Damage des Todes. Aua. Blutung ist einfach so OP. Zauberdrachen-Talisman. Ah, okay, ein Talisman ist schon mal nicht schlecht, dass man sichern kann. Schwelender Schmetterling. Rinas-Lilie, keine Ahnung, was das ist.
Aber ein Talisman ist grundsätzlich nicht verkehrt. Was macht der Talisman? Erhöht die Resistenz gegen Magieschaden. Kann vielleicht einmal nützlich werden, Freunde der Sonne. Das kann vielleicht einmal nützlich werden. Gut, wieder ein Dungeon. Nice. Gut, das war halt, wie gesagt, das war auch wieder irgendein so ein normaler Gegner, der wo halt als Boss zählt. Wo hätte man jetzt eigentlich tatsächlich gemeint, Erdschlundhöhle, hätte man jetzt tatsächlich eigentlich gedacht, dass der Bär ein bisschen mehr aushält, weil er doch recht wuchtig dahergekommen ist. So. Ansonsten, da haben wir auch noch irgendwie, da scheint's, da ist auf alle Fälle wieder so ein Siegel, da gibt's einen Boss. Ein wenig einen stärkeren Boss vermutlich. Weil in die Siegel war bisher immer ein relativ guter Boss dabei. Und da schaut's mir an, wie wenn's da auch noch mal in irgendeinen Dungeon eingegangen. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Den Boss da kann man uns einmal anschauen, was der macht. Das schaut mir aus, als wenn es da noch irgendwas gab. Das möchte man auf alle Fälle mal anschauen. Da gehen wir am besten von da aus. Ich jetzt pauschal behaupten, den Marker da hinten, den können wir eigentlich weg da, weil das haben wir rausgefunden. Da war ein Dungeon. Das meine ich war jetzt ein Tschernobyl-Ratz. War das ein Ratz? Ihr hättet echt alles verwirrt und gesagt, dass das ein Bär war. Also hat schon mehr ausgeschaut wie ein Bär als wie ein Ratz. Aber, gut. Ich hab's ein ruhigeres Auge wie ich. Oh, wir haben 16.700 Runen. Schauen wir mal, können wir uns da einen Aufstieg leisten? Um 100, nee, jetzt passt's auf, aber da tricksen wir jetzt. Da tricksen wir jetzt. Dann nehmen wir jetzt so eine Rune. So, und jetzt gelangt es uns nämlich, weil dann brauchen wir nämlich nicht die ganzen Runen vertreiben. Verblödeln. So, wir haben eine Kondition gut. Da bin ich eigentlich auch zufrieden mit Kraft soweit. Ich glaube fast, dass ich weiter auf. Dass jetzt schon langsam mein Damage wieder ein bisschen in T druck. So mal auf 35 gehe. Glaube ich, hat sie zauberhaft an. So. Genau, da wollten wir. Bär mit einem kleinen Kopf. Also es war schon mehr Bär wie Ratz, oder? Bin ich da jetzt nicht falsch dran. Es spielt einfach so zauberhaft. Oh, was haben wir da hinten? Und dann Schofall. Ja, ja. Die lassen wir leben. Was ist denn das für ein Ding? Ist das ein Boss? Nein, der hat einen Heißelaffen. Der hat einen Heißelaffen. Was ist denn das? Ein Schildkröten oder was? Eine wandelnde Kirche oder wie? Oder was soll das jetzt sein? Mr. Billinger, haben Sie da irgendwas? Was? Oh, leck mich am Arsch, ist das Ding groß. Von der Beine nicht so groß ausgeschaut. Was ist denn das? Da kannst du Bossseelen duplizieren drin. Ist das relevant? Okay, aber erst das Ding scheint freundlich zu sein. Oh, so schnell! Erst musst du aber Knierscheiben zusammenhauen. Ja, mehr kaputte Knierscheiben ist mehr gut, habe ich mir gehört. Und wo sind das Kopflose, oder was? Okay, it's magic. Okay, das ist komisch, dass die kopflos sind. Ich bin mir jetzt schon wieder nicht mehr sicher, ob ich da reingehen mag. Aua. Okay. Vierte Kirche von Marika, okay. Ah, das ist ein Ort der Gnade, das ist gut. Oh, da ist da Heilige Träne. Heilige Träne, Fragezeichen. Oh, wir können unseren Trank weiter aufwerten, das ist gut für uns. Zauberhaft. Absolut zauberhaft, Freunde. So, jetzt passt so was. Jetzt kriegen wir nämlich unsere Flaschen normal auf +4, wenn wir nicht alles das Flaschen.
Flaschen verstärken. Ah! Easy! So. Dann haben wir praktisch den Punkt abgehackt. Da ist eine Kirche gewesen. Ja, und was war jetzt das? Das war wahrscheinlich das Ding da unten, oder? Nein, das war nicht das Ding da unten. Jetzt werden wir mal schauen. Das war jetzt der 4er-Spot da dahinter. Da war auch noch irgendetwas zum Sagen. Glaube ich. Ah, da war das Siegel, oder? Schauen wir uns mal das Siegel an, was dort zwei hat. Ach, das Siegel ist versiegelt. Was müssen wir da machen? Da kann man jetzt ja, den verwenden wir, ist ja wurscht. So, und jetzt ist das Siegel entsiegelt. Wenn man das entsiegeln muss, muss ja da fast irgendein Loot geben. Das was aber im Umkehrschluss heißt, dass da wahrscheinlich ein starker Boss drin ist. Aber das schauen wir uns jetzt an. Was soll denn schief gehen? Uralter Held von Sama, ja, der kriegt auch Damage des Obergrauens. Oh, was ist das? Oh, der macht Frostschaden. Alter. Jetzt hat er Frostwaffen. Okay, jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Die Musik, was da läuft bei denen Bosse, erinnert mich brutal an Ishin. Aber. Was passiert eigentlich, wenn man eingefroren ist? Wird man dann langsamer oder wie verhält sich das? Ja, der Carving mehr. Aber. Okay, oh. Okay. Müssen wir nochmal probieren. Die zweite Phase ist ein wenig aktiver. Die erste ist eigentlich relativ easy. Wen? Ist ja. Er kriegt aber viel Damage. Kriegt aber tatsächlich viel Damage. Vielleicht kriegen wir von dem auch so eine neue Geschickwaffen. So irgendwie was mit Frost oder so. Das war eigentlich ziemlich cool. Wo ist das Siegel jetzt? Da hinten. Gut, dass wir vorher uns in die Runen investiert haben. Ja, das ist einfach nochmal. Gut ist halt am Anfang hast du ziemlich, boah, das hat eine ziemlich hohe Range, da muss ich aufpassen. Leider nur einmal zuhauen und nicht zweimal, also einfach nicht greedy werden. Okay, mein Gnome hat nicht reagiert. Okay. Wo ist der Blutung, Emma? Aber.
Stirb! Nice! Radagons Narbensiegel, okay. Was auch immer das ist. Schauen wir uns an. Also jetzt bin ich wieder zurück teleportiert, oder was? Ja, mag ich sagen, was ist das Siegel? Siegel? Siegel wo? Hä? Wo ist jetzt das? Ach da. Erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Wow, ernsthaft? Achso, den muss man. Achso, das muss man bei den Talismanen dann aus. Ah! Oha, das erhöht an jeden Wert um 3 Attribute. Also fast jeden Wert. Okay. Aber du kriegst halt auch mehr Damage. Das ist das nächste. Ich glaube, das ist ganz praktisch, wenn man einen Wert gerade so nicht erreicht, um zum Beispiel eine Rüstung zum Tragen. Warum? Was hast du gestern drin, Garrus? Warst du feiern, oder wie? Ja gut, dann haben wir jetzt da eigentlich, glaube ich, wir können uns theoretisch da nur ein bisschen umschauen. Jetzt pass auf, jetzt sitzen wir mit da einfach mal einen Marker her. So 3 Stickel. Dann schauen wir mal, ob es da noch irgendwas zum Sein gibt. Und dann schauen wir uns mal an, was da mit der Burg da auf sich hat. Das ist ein Deal, glaube ich, oder? So, müssen wir da hindrehen. Okay. Hallo? Los. Lasset mich reiten. Ja gut, das ist halt der Auslauf von der Klippenschatz jetzt einfach mal. Oh, was haben wir da? Da haben wir Ruinen. Ah, Freunde, da schauen wir uns aber mir schon einmal ein wenig um, gell? Schaut ein bisschen verdächtig aus da. Da kann's irgendwo... Oh, da wird man vergiftet. Ist das der Ernst? Hexenfluchruinen. Ja, toll! Und vergiftet wird man auch. Oh, die machen Blutdruckschaden. Apfelteufel. Ah, ich sag doch, dass da oben geht's. Oh, leck, was ist denn das für ein Gnädel? Ja. Okay, da ist aber der unflauschig. Legt's halt nicht mit einem an, der einen 2-Schwerter-Stil beherrscht, ja? Ich hab meine Wohnung umgestellt, damit war... Was? Damit... Das war's mit vorgesehen kann, oder? Ah, okay. Du hast quasi deine ganzen Räumlichkeiten einmal überarbeitet, praktisch. So, und er feiert jetzt ganz Silvester, ja toll. Mag aber ich schon wissen, was da drin ist, gell? Oh, was ist mit der da? Hinterhältiger Splitter. Okay, was ist mit dir? It will do no good, I swear it. And yet you persist. You frothing degenerates. Au, jetzt weg ist erst. Der haben sie ein Messer in den Hintern gerammt. Okay, wo habe ich die? Ja, es hilft mir halt einfach nicht mehr. Ich bin total süchtig nach dem Spiel. Was wird bei dir? Ja, was soll ich mit der jetzt tun? Soll ich jetzt... Ja, die stehen nicht vor sich hin. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ein Schwert da noch rennen, oder was? Stell die Frage nicht. Sprich mit mir! Was soll ich machen? Da gibt es halt offensichtlich eine Quest. Achso, muss ich vielleicht den Gnädel da herum und über den Hafen schießen, oder was? Mr. Oleg, machen Sie das einmal, bitte schön. Oder wir haben im letzten Moment noch einen aufgedruckt, oder was? Oleg, du kannst dich wieder verbieseln. Bei mir passt alles. Schön, dass bei dir auch alles passt. Ja, es ist... Das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Ich bin total gehuckt.
It will do no good, I swear it. Warum war da jetzt ein Beben? Ich habe jetzt irgendwas gekillt und weiß aber nicht was. Ja, sprich halt da mit mir, du Fotzengrobi! Idiotin, keine Ahnung. Du musst einmal mit mir. Achso, weil der Oleg da wegen durchtreiben oder was? Hast du irgendwas gekillt? Was soll denn bei dir da durch? Na, so war ich bin erst bei 20 Stunden. Ich bin erst bei 20 Stunden. Aber ich bin sehr angefixt. Ja gut, da mir die da hinten jetzt nicht sagt, was ich da soll, dann hilft es ja mir nicht. Da rund haben wir auf alle Fälle nur dürfen. Da gibt es einen Ort der Gnade, den nehmen wir natürlich mit. Oh, da ist ein NPC. Die Open World ist der absolute Wahnsinn. Well, it's been an age since I've seen a customer. How can I help? Ah, das ist wieder so ein abgeschmierter Händler. Was gibt's bei dem? Die Laternen, die haben wir schon. Oh, der hat einen Steinschwertschlüssel. 3 Stück, die glaube ich kaufen wir uns sogar gleich mal. Hat der sonst noch verlorene Kriegsasche? Ermöglicht Duplizierung von Kriegsaschen, okay. Zweihänder, Opferzweig, Ballistenbolzen, Pfeile und was hat er da noch? Wanderndes Mausoleum. Ja, okay, da wird uns quasi erklärt, was man mit den Dingen da tut. Also ist. Ah, ist da hinten ist ein wanderndes Mausoleum. Ah ja, okay. Ja gut, schauen wir mal weiter. Da haben wir noch 2 Punkte. Da oben ist eine Kirche, wenn mich nicht alles täuscht. Was ich auch mal schon ein wenig entdeckt habe, man kann scheinbar Quests machen, aber die scheinen ein bisschen sehr weit verzweigt zu sein. Die letzten Jahre waren Open-World-Spiele immer nur der gleiche Einheitsbrei jetzt. Ja, das auf alle Fälle. Oh, ist dieser Boss. Ja, okay, chill da, Knirscheim, ich geh ja schon. Das war wieder einer auf so einer. Ist dieser Boss? Nein, das ist kein Boss, oder? Okay, dem helfe ich. Die helfe ich ein schon. Turm der Rückkehr, okay. Na, also die Spiel, also Open World technisch, auch grafisch, absoluter Wahnsinn. Also ich hab hohe Erwartungen gehabt, aber die haben noch übertroffen worden. Bei Weitem sogar. Jetzt bist du nicht mehr so cool da mit deiner Ballisten, oder? Da hat auf alle Fälle eine Truhe für uns, das ist gut. Gefangen in einer Transporterfalle. Oh, fuck off. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Quests ich schon verhunzt habe. Wie gesagt, ich glaube, dass schon einige Quests gibt in dem Spiel. Wo haben wir denn jetzt? Leyndell, königliche Hauptstadt. Was bitte? Ich glaube, dass wir mir da noch nicht sein sollten. Hast du eh Glück gehabt? Inwiefern? Alter, wo haben wir denn mir jetzt? Wo haben wir? Wir haben wir einfach ganz oben. Alter, bist du behindert? Wie geil schaut denn das aus? Es gibt schlimmere Orte, wo es die hier teleportieren kann. Achso, das ist random? Ist das random? Nein, da mag ich nicht. Der steht doch garantiert auf, oder? Ja, okay, tschüss dann, ich geh wieder. Ich glaube, da soll ich glaube ich noch nicht her. Mein Instinkt sagt mir, dass ich da noch nicht her soll. Nicht das. Die haben aber nicht so schlimm, finde ich.
Kann ich mich da jetzt porten oder wie oder was? Ich hoffe, dass das jetzt geht. Das muss gehen. Oh, Gott sei Dank. Ich glaub, dass ich nämlich da noch nicht hin muss. Weil wenn das ganz oben auf der Karte ist, dann ist das Ding einmal ein Gebiet, da wo die sagen, hey, da hast du jetzt aktuell aber mal noch gar nichts verloren. Aber gut, da war halt auf alle Fälle da oben der Turm. Jetzt möchte ich halt noch wissen, was da davor ist. Meinst du jetzt, der erste Riese nicht so schlimm ist, oder was? Ja, wenn man mal ein wenig weiter fortgeschritten ist, dann glaube ich es auch. Aber ich bin halt noch nicht weit fortgeschritten. Halt die Klappe. Die ganz normalen Standard-Katanas. Die, wo man eins am Anfang kriegt. Ja, okay, da gibt es also sonst nichts mehr. Okay. So, da müssen wir... Da, das ist die Burg, wo ich meine. Da werden wir uns jetzt dann nochmal schnell ein wenig besser umschauen. Ja, da habe ich eine Quest gefunden. Spotty, habe ich die. Ja, das zweite Katana habe ich eigentlich aber auch nur zufällig gefunden, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht bewusst danach gesucht. Ich habe vor allem einen Dungeon gefunden und da war das zweite Katana drin. Dann haben wir gedacht, ey, yo, kann man ja mal einen zwei Schwerter-Stil in Angriff nehmen. Hat bisher ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Schauen wir mal. Wow! Ja, der ist unflauschig, sehe ich schon. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Riese, den wir vorher gerade eben gesehen haben, oder? Ja, wie jetzt? Ja, jetzt hätte ich aber schon gemeint, dass der mehr aushält. Jetzt hätte ich aber wirklich gemeint, dass der mehr aushält. Ja gut, dann schauen wir halt einmal, was da so Phase ist während. So, servus, ich bin's. Ich war zum Durchsagen da. Oh, da ist ein Wort der Gnade. Das heißt, da können schon mal keine Gegner sein. Das ist gut für uns. Mhm. Ah, der kann jetzt eigentlich einmal schnell rosten. Wenn wir wieder Heilung haben. Spotty, alles gut bei dir? Ja, jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir lang? Gehen wir geradeaus oder gehen wir links? Gehen wir mal links. Ich glaube, links ist mal eine Sackgasse. Ja, okay, gut, dann gehen wir geradeaus. Aber da ein Aufzug ist, okay. Schauen wir mal. Gut, da ist kein versteckter Ding. Bei mir passt das, Spotty. Alles gut soweit. Vielleicht geht der weit auf, bist du behindert oder was? Ja, scheint weit auf zum geben da. Kego, was spielst du eigentlich für ein Bild? Oder generell, was spielt ihr so für Builds? Billinger, Kego und wer halt sonst noch Elden Ring spielt? Das würde mich mal interessieren. Ah ja, okay. Ist klar. Da ist eine Statue, das heißt, wenn man verreckt. Freunde der Sonne. Wir sind aber jetzt ein paar Gegner. Ah, wir kommen an Oleg. Mr. Oleg. Da müssen Sie mir herhelfen. Schloss Morne, okay.
Oleg, schön, dass du auch mit zu deiner Form findest. Ah, ich hab einen Türsteher dabei, Freunde. Ach, das da oben ist vermutlich der König, der wo da gefangen ist, oder was? Da hinten sitzt irgendetwas. Feuerwehr. Magie-Deck-Stärke-Mischung, also komplett mixed. Kann man das überhaupt vereinbaren, auf 3 verschiedene Stufen zum gehen? Passt das ein. Ich wünsche dir viel Spaß. Und schau, dass du nicht weh tust. Das ist mir das Allerwichtigste. Schön, dass du dabei warst. Okay, da hinten geht's auf. Okay. Großschwert, Katana und Zauberstab. Okay. Wie ist Magie so in dem Spiel? Ist genauso broken wie in Demon's Souls? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, was du da stehst. Oh, leg mir mal statt am fetten Hammer. Ach, du bist der Kürbiskopf. Ja, dann. Refugiumstein. Okay. Schmiedestein. Nice. Okay, der Lord da auf. Okay. Auf Range ist schon stark, okay. Ja, ich muss aber fast denken, dass du wahrscheinlich da jetzt eher nicht one-shottest mit Magie. Ich war am Anfang am Überlegen, ob ich Magie spielen soll. Aber ich genieße das beim ersten Run. Hoppala, ich hab fast keine Heilung mehr. Oder fast keine Gesundheit mehr. Ich genieße das am Anfang immer ein bisschen mit Vorsicht. Deswegen gehe ich beim ersten Playthrough meistens auf einen Standard. Stärke oder Decksbild. Okay, dann müssen wir praktisch die Leute dann auf. Dünner Bestie genommen. Ja, mir hat halt am Anfang die Samurai Klasse zugesagt, weil du einen Bogen hast vor Anfang an. Ich meine, ich nutze den zwar jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr, aber das hat mir halt am Anfang zugesagt. Weil du halt immer eine Range-Waffen hast. Das würde mich mal interessieren, da gibt es mit Sicherheit auch einen Boss in der Burg da. Ah, da kommt der andere schon angeflogen. Daneben! Ah, da hinten ist wieder so ein Flatterviech. Mir ist generell so ein bisschen wenn es aufwerten in dem Space tatsächlich ein bisschen schwerer. So, entweder du kommst da freiwillig runter oder ich hol dich runter. Ich finde halt so geil, wie sie das mit der Sprungtaste gemacht haben. Das finde ich absolut geil gemacht. Da geht's nochmal oben und hintere. Und da haben wir jetzt. Okay, gehen wir gleich mal da lang. Gehen wir gleich mal da lang. Die haben hinter sich, okay. Da gibt's Loot. Ist in der Zeitung gestanden, mein Freund. Auf alle Fälle besser als wir die vorangegangenen Souls-Spiele. Also viel einfacher. Oder viel handlicher, sagen wir es so. Man bin jetzt einfach nur wegen den Schmiedestein da runtergekommen. Okay, ja gut. Besser als nix. Kann ja nicht immer was Brutales sein. Okay.
Ah, da ist ein Ort der Gnade. Aber das Problem ist, wenn ich da oben springe, komme ich wahrscheinlich nicht mehr auf. Das heißt, müssen wir erstmal schauen. Ah, aber ich kann da unten durchkommen. Muss ich wahrscheinlich sogar. Ah, dann springen wir einfach mal oben. War wahrscheinlich ein Fehler. Wo geht's noch weiter, ey? Aha, okay. Rosten tue jetzt einmal nicht. Weil ich mag, dass die ganzen Gegner wieder kommen. Aha, da braucht man einen Anlaufsprung. Achso, und da sollte ich mich jetzt einfallen lassen, meist. Nur ein Gegner? Okay. Was ist das? Oh, Blutung ist so stark in dem Spiel. So, was mit dir? Wenn ihr die... Okay, alles nur das nicht, bitte. Denkt nur, was das für eine Schande wäre. Ja, ja. Wenn dir die Dinger beißen, dann bist du wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange am Leben. Ja, blöd. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich den Gang da oben noch abchecken. Aber gut, da müssen wir dann nochmal herkommen. Das hilft ja mir nicht. Okay. Aha. Wie kann man Sneaky Peeky machen? Da ist ein Fleischbatzen. Aber. Ist jetzt so krass, wenn der Blutungstick. Oha. Ist jetzt so krass, wenn der Blutungstick, wie viel Schaden das macht. Ah ja, das war klar. Okay. So, jetzt müssen wir da nach oben. Schauen wir mal. Ich finde halt auch cool, dass es halt so viel, ja, so viel abgesperrte Dungeons gibt, die wo auch so unterschiedlich sein können. Wie jetzt die Burg zum Beispiel wieder. Ist wieder eigentlich ein eigener Dungeon so. Oh, da ist eine Truhe. Doppelklingen-Talisman. Das hört sich ganz da noch oben, wenn wir den brauchen könnten. Verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Achso, halt aus Doppelklinge, ja, das ist praktisch. Moment einmal. Verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Also sprich meinen letzten Schlag, den Doppelschlag praktisch. Meistens komme ich aber gar nicht so weit, weil ich vorher ausweichen muss. Ja, dann war ich wahrscheinlich blöd aus der Wäsche geschaut. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher, was jetzt mit dem Treiben soll. Ja toll, jetzt, wie komme ich da jetzt wieder zurück, da wo ich gewesen bin? Nehme ich mich neue Port, oder was ist das der Ernst? Ja gut, das hilft ja nicht. Aber da muss man wahrscheinlich Dann bleiben wir erstmal da, weil da kann man über die Dachel dann einfach umhupfen, wenn ich das richtig sage. Da unten ist nämlich irgendetwas, das mag ich wissen, was das ist. Mag ich wissen, was das ist, definitiv. Jetzt haben wir mal überhaupt nichts. Her mit dem Schund. Du hast aber auch die richtige Waffe noch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt die zwei Katanas einmal auf plus 5. Auf plus 7 möchte ich es noch machen. Ich habe keine Ahnung, was man ja sonst noch so findet. Ich weiß ja nicht. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Aber ich lasse mir gerne Tipps und Hinweise geben, wo es gute Waffen gibt. Mr. Price, habe ich dir. Alles fit bei dir. Ich höre da auf alle Fälle irgendwas klingeln und ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag.
Geronimo. Ja, das ist wahrscheinlich wie so ein Stab, wo vorne und hinter Klinge ist. So wie in die ich glaube, ich weiß schon, was das sein soll. Ja, da ist doch nicht Sackgasse. Jetzt hätte ich schon gemeint, dass du Sackgasse sagen kannst. Oh, da muss man wieder jumpsten. Oh, leck! Boah, das war aber knapp. Freunde, das war aber knapp. So, jetzt ist halt die Frage, ist du allein, dass ich da oben steigen kann? Ah, ja, okay, Vollpassage. Here we go. Vollpassage, here we go. Oh na, warum denn? Ah, da muss ich schauen. Ja gut, hätte er sagen können. Ah, der geht weiter. Warum denn immer so Vollpassagen? Das mag ich aber überhaupt nicht gern, du. Bei mir passt das, Mr. Price. Ja, und dann schon wieder... Oh, da war Loot. Den hab ich gar nicht gesehen. Da gehst du her. Schmiedestein. Ja, nehmen wir mit. Können wir vielleicht einmal brauchen. Ah ja, genau. Ich bin's ein Magier. Aha, da haben Rotzen unten auf alle Fälle und da ist auch wieder irgendein so ein Gefickratz. Ich bin aber wieder erstaunt, wie ich sehe, in solchen Situationen einfach überlebe. Haben wir goldene Runen mit? Mädchen! Okay. Jetzt geht der MotoGP wieder an. Ja, stimmt. Die fangen jetzt im März an, glaube ich, oder? Ich weiß zwar nicht genau wann, aber... Also, wenn das nicht nach Arena und Boss stinkt, dann weiß ich es aber auch nicht, gell? Wobei, wir haben nicht so eine Statue gefunden. Also, vielleicht haben wir noch safe. In 11 Minuten ist Qualifying. Ja gut, das ist ja noch nicht so interessant. Oh! Herr im Pömmel. Der kommt wie gerufen. Die Peitschen geht, glaube ich, auf Decks. Schauen wir gleich mal an. Sehr gut, weil der Rund war nämlich bis auf den Turm da drin, nämlich keine Gegner nicht. So, schauen wir uns mal die Peitschen an. Das kann ich jetzt. So. Und ist mir denn das entgangen, bitteschön? Die skaliert. Was? Flegel der. Wie jetzt? Die skaliert mit Decks? Alter, die haben 50. Die haben Blutungsverlust 50. Wie viel haben meine Katanas? 45. Ja gut, das ist jetzt nicht so viel, aber jetzt Moment einmal. Hey, aber ist das nicht ein Großwaffen? Ist das nicht ein Großwaffen? Freunde, ich hab da gerade einen Einfall. Da habe ich einmal gerade einen Einfall. Funktioniert das? Tatsächlich. Ich sollte mir mal vielleicht ein bisschen... Alter, ich sollte mir vielleicht einmal ein bisschen öfter anschauen, was ich für Waffen finde. Die Morgensterne, die werde ich offstream mal auf und vergleich's dann einmal, weil die... Ab, du Arschloch! Oh, ich bin schwach, das ist schlecht. Mit dir hat gerade überhaupt nicht geredet. Okay, die zwei behalten wir im Hinterkopf. Die glaube ich, die haben nicht einmal übel. So. Die sind nicht einmal übel. Das erste bleibe jetzt einmal bei meinen Katanas. Mit denen komme ich gerade mal ganz gut zurecht. Ein Qualis, ja, wir haben am Strand. Oh, ja, dahinter. Seht ihr es, dahinter ist ein Boss. Spoiler Alert, ja, den machen wir. Oder probieren wir zumindest. Eine Arsch.
Oh, ist der Wurf durch. Okay, den werden wir jetzt eher nicht brauchen. Also da können wir quasi safe da oben. Ich hab was in der Schuld... Nein, im Knack mehr. Ich weiß nicht. Es ist jetzt so... Ich glaube, ich hab einen Drutgickerl geschossen. Ne? Ich bin's, ein Jäger. Oh, schon, jetzt ist es weg. Kann ich da eigentlich... Also ich kann mein Pferd nicht rufen. Okay, schade. Okay, da geht's einmal massivst in den Tod. Ist das der Marianengraben oder was? Toll. Oh, da gibt's Loot. Mehr Loot ist mehr gut. Dunkelschmiedestein, okay. Ah, dann muss ich den Bohnen wegen im Auge behalten, weil... Wer weiß. Wir können jetzt auch noch Megalodon rauf, ja? Oder der Kraken. Sind wir bereit? Ich glaube schon, oder? Schauen wir mal, was da wartet auf uns. Löwenartiges Scheusal. Ja, der schaut aus, wie wenn ich es kannt. Oh ja, der kann was. Genau, Oleg. Gib's ihm. Das war die beste Investition, die ich jemals gemacht habe. Rotschwert der Verpflanzung. Okay. Der Oleg ist einfach fucking OP. Aber wo ist der König jetzt, den wo ich eigentlich befreien soll, ist die Frage. Oleg ist strong, den benutzt du auch. Ja, ich hab den zufällig gefunden. Auch in irgendeinem Dungeon heute gekriegt. Und dann haben wir gedacht, hey, der schaut zauberhaft aus, den probieren wir mal aus. Ja, okay, da haben wir jetzt offensichtlich einmal alles hinterm Schloss, neben dem Wallkerker. Das haben wir. Ich möchte aber jetzt den anderen Gang noch anschauen. Den anderen Gang möchte ich noch anschauen, den wir vorher nicht mehr betreten haben. Jetzt sind zwar die ganzen Gegner wieder da, aber mein Gott, das macht ja mal jetzt nichts. Da rosten wir jetzt mal schnell geschwind. Damit wir Oleg wieder rufen können. Ich finde halt das mit Blutung so nice. Weil du haust da ein bisschen auf deinen Gegner ein und auf einmal reißt es ihm einfach eine Menge an Leben runter. Das du sagst, gibt's das. So. Da renne ich jetzt einfach durch. Weil da gibt's offensichtlich eh nichts. Bleed war schon immer strong. Ich hab's bisher nur nie gespielt. Warum auch immer. Ich hau halt ab. Verpiss dich, der Hund. Der kann aber jetzt hoffentlich nicht das Lot. Ja, natürlich kann der Lot dann versteigen, ist eh klar. Das haben Gegner früher, glaube ich, auch nicht können, oder? Komm da auf und du. Oh, ich hab noch runtergeschubst. Ah, der lebt aber noch. Au.
ausgeflattert. So. Ich wollte mir das da noch anschauen. Aber der Leute, ja toll. Scheiß auf Leute. So bin ich schneller. Oh, da kämpft irgendwer. Ist das der König oder was? Tatsächlich, das ist der König. Oder ist es der König? Achso, das sagen wir uns mal machen. Ja toll, ich helfe, oder? Zupfte. Goldene Rune, okay. Schaut so aus, wie wenn ich da oben einen Schatz drüber finden darf. Du kannst da auf der Lord dazu haben. Echt jetzt? Ach, da ist er. Hey, servus, Siebens. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. So you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Opferzweig, okay. Ich hab da offstream einen Brief gekriegt von seiner Tochter, den soll ich ihm überbringen. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. Schwert von Morne, okay. Irina, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. Okay, jetzt soll ich wissen, wo die gesessen ist. Das glaube ich war aber da irgendwo. Ah, okay, das ist aber auch neu. Wait, nein, ich mag noch nicht zurück, weil da hinten hat es noch was gegeben. Da hinten hat es noch was gegeben, das mag ich mal anschauen. Warum lebst denn du jetzt eigentlich wieder? Hat's dich vorher nicht gefreut, oder was? Ein Eisenbeil, okay. Achso, da gibt's nichts weiter. Okay, ja gut. Dann schauen wir jetzt mal zu seiner Tochter, die meine ich sitzt da irgendwo. So, jetzt passt's Obacht, weil sicher wissen du das jetzt nicht mehr. Ah, die meine ist da, oder? Na, die ist nicht. Wo war denn die nur mal? Gereiznummer. Aber die ist auf alle Fälle irgendwo auf der Straße gesessen. Muss ich nochmal schnell suchen, aber die war irgendwo. Hast du vor, das nochmal als Magier durchzuspielen? Oh, das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob ich es überhaupt so durchspielen kann. Eventuell, also je nachdem wie der Langzeitspielfaktor ist, kann es schon sein, dass es mal nochmal durchspiele, aber bleibe ich erst einmal bei dem einer Run, oder? Aber ich lasse mir das Ganze natürlich offen. Klar. Wobei, ich glaube, dass mir das Spiel sowieso ohnehin lang genug beschäftigen wird. Ah, du sitzt perfekt. Oder auch nicht. Ja, der überbringe ich keine Nachricht mehr. Sie ist tot. F. Press F for Respect für die Prinzessin. Schade.
Passiert jetzt eigentlich irgendwas, wenn ich zurückgehe? Das darf mich jetzt interessieren. Gerade mit 2 große Bosse und 55 Stunden ist bei locker über 100 Stunden an allen Run. Mit Sicherheit sogar. Ich habe auch erst, wen habe ich jetzt gemacht? Margit und einen Godric. Die 2 habe ich gemacht. Ich habe sonst noch keinen Mainboss nicht gefunden. Jetzt schaue ich nochmal, ob ihr Vater noch mal was dazu sagt. Das darf mich jetzt interessieren. Ob der da jetzt irgendwas zum Sagen hat dazu. Dass seine Tochter hier ist. Und wenn er nichts dazu zum Sagen hat, dann gehen wir zum nächsten Gebiet. Weil dann haben wir da fertig. Da die sagen. Mein Discord eskaliert schon wieder. Okay. Als Ausrufezeichen Discord, wer noch nicht drauf ist. Darf mich freuen, wenn es dazukommt. Schaut's gerne mal vorbei. Und falls irgendein Neuer da sitzt, drückt gerne mal auf den Following-Button, wenn er noch verfügbar ist. Jetzt sind wir fast bei 100 Follower, okay. Und ganz so zwider wäre ja den das nicht so. So, schauen wir mal. Da fetzen wir ihn wieder durch. Da gab es auch noch Leute da, aber die habe ich noch gar nicht gesehen. Da müssen wir noch mal schauen. Gut, dass wir noch mal hergehen. Kannst du jetzt abhauen? Verpisst euch! Okay. So. Ja, da kommst du wieder angeflogen, ist eh klar. Also die haben tatsächlich ziemlich garstig, muss ich sagen. Ja, da wäre ein Kamm erwischen, oder? Ah, okay, doch. Aber. Haha, na, diesmal helfe ich eigentlich nicht. Diesmal helfe ich den Flugviecher, weil die haben leichter zum Besiegen. Okay. Ah, der hat ein wenig den Kopf schütteln. Gut. So, was sagst du jetzt dazu, dass seine Tochter hier ist? I'm in your debt for keeping this. I'm no longer bound on sight. Nix. Ja, okay. Gut, dann haben wir da alles erledigt, Freunde. Dann schauen wir. Schauen wir da weiter. Da haben wir jetzt bestehen bleiben. Schauen wir mal, was dort zum Sagen und zum Holen gibt. Liurnia, das Seenland. Also schon wieder ein Mordsaufzug da, ja toll. So, Leute, bevor wir da weiter tun, holen wir jetzt schnell noch was zum Trinken. Das Kind singt dabei auch schnell was zum Knabbern holen oder geht's zum Bieseln oder was weiß der Teufel was. Ich bin in 2 Minuten wieder da.
Ich gehe auch noch schnell kurz aufs Klo und dann spielen wir da an der Stelle weiter. Ich glaube, dass da ein Mainboss kommt. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass es euch soweit gefällt. Lasst es mir gerne mal einen Daumen legen, da, wenn es euch taugt. Ja? Sehen wir uns in 2 Minuten wieder. Nicht weggehen. Da haben wir noch weiter. Bis gleich. So. Machen wir ihn weiter. Machen wir ihn weiter. So, da ist ein Mordsaufzug. Würde ich vielleicht vorher mal schauen sollen, ob man da unten irgendwie noch rein kann. Aber ich glaube es jetzt eher nicht. Alter, bist du bescheuert. Akademie von Raya Lucaria. Die Spiel ist optisch einfach so eine Wucht. Unfassbar. Unfucking fassbar. Schnell, Moment einmal. Okay. Du grunzt irgendetwas, das gefällt mir schon wieder nicht. Magiefett, okay. Was ist das da hinten? Das sieht man von da noch nicht. Okay. Erinnert mich jetzt brutal an Hogwarts. Ah, die sind nicht freundlich. Ja, das war klar, dass die nicht freundlich sind. Alter, was ist mit einer? Oha. Ja, die fackelt nicht lang. Nicht mehr Musch. Okay. Die Gegner haben auf jeden Fall nein. Was haben wir da? Okay, da geht nix. Ah, da liegt was. Dunkelschmiedestein, okay. Oh, nice. Nehmen wir natürlich gern mit.
Aber da war es ja noch irgendwo aufgegangen wahrscheinlich, oder? Ah, wir gehen ins Nebengebäude dann. Wahrscheinlich. Schwammerl. Okay. Ja gut, okay, den haben wir jetzt spät gesehen. Wieder, der saugt sogar Magie ab. Sollt ihr nicht wissen? Okay, glaube uns erledigt. Was? Gnadenimitator? Was ist denn das? Nur mal schauen. Was ist ein Gnadenimitator? Wo ist er? Das Licht weist den Weg jedoch ohne Ordnung. Ja, toll. Okay, also offensichtlich müssen wir dann nach unten weg. Okay. Ah, da liegt Loot. Okay, ich muss da ein wenig mehr aufpassen. Da rennen mir zu viele Gegner einfach irgendwie random dann aus der Ecken wieder. Zaubersichere Trockenleber. Oha, jetzt können wir aber viel. Die scheinen sehr wenig Blutungsresistenz zum haben. Okay. Voll die spooky Stimmung gerade. Kleines Arschloch da drum hat. Ja, wie kriegen wir den da oben jetzt? Gar nicht. Ah, die muss man wahrscheinlich von der anderen Seite irgendwie. Ah! Hallo? Wie der Schilder Ignierschein, Mann. Ja, ich bin dezent durchlöchert. Was? Asche der Marionettensoldaten, okay. Nice, das hat sich gelohnt. Aha, da grunzt schon wieder irgendwer. Ja, ob's jetzt stirbst. Oh. Ach, die Aggressoren halten daher an mir aus. Jetzt merke ich es erst. Okay. Wie da oben mag. Ja, nicht. Wobei, wir können wahrscheinlich von da oben wieder auf, ja? Merken wir uns das einmal. So, Hund.
2 Hunde. Ja gut. Wirkt auf alle Fälle sehr, sehr groß, das Gebiet. Das ist nicht jetzt einfach mal so irgendein 0815 Dungeon, der wo noch 2 Minuten gegessen ist. Kommt immer wieder mal noch einer daher. Ist das eine Lilie oder was ist das also? Okay. So, dann geht's dann nach unten. Da ist Loot, das holen wir uns noch. Beziehungsweise ist da vielleicht ein Ort der Gnade drin. Das könnte natürlich auch sein. Schaut gerade nicht so aus. Ja gut, dann schau ich ja Stunden rum. Ist da hinten irgendwas? Da liegt noch was. Okay. Schwammerl, ja toll. Kriegsasche Spektrallanze, okay. Goldene Rune, okay. Und dahinter hat man sich noch runterfallen lassen können. Schauen wir jetzt auch noch schnell an. Ja, ich weiß zwar nicht, wo ich da rauskomme, aber werden wir schon wieder zurückfinden. Die beten da auf alle Fälle irgendwo so. Nice. Karianischer Ritter. Das komplette Set. Müssen wir schauen, das wird man wahrscheinlich nicht tragen können. Ja, das schaut doch schon mal eher aus, wie wenn man... Hat da vielleicht nur irgendetwas? Ja, der Helm schaut geschissen aus, okay, zugegeben. Okay, dann lassen wir uns auf alle Fälle mal die. Was haben wir da noch? Ja, lassen wir so. Alter, dein Mantel schaut ja geil aus. Nice. War noch was? Goldene Rune, okay. So wäre es nicht denken, jetzt, dass ich da umspringen soll, oder? Da muss ich mal an. Ah ja. Aha, gut, dass ich nicht gesprungen bin. Ah, dann kommt man da wieder raus. Perfekt. Oh ja, das schaut viel besser aus. Jetzt schaut man mir noch eh aus wie ein Samurai. So, jetzt war der Ort der Gnade recht. Jetzt war der Ort der Gnade recht. Oh, ist dieser Boss-Arena. Kann man es eigentlich nicht vorstellen, aber...
Alter, was ist denn er? What the fuck? Brauchen wir die Zentheilung? Stirb! Gravitationsfeld, okay. Wie sind du jetzt hingekommen? Ah. Okay. Und wo geht's jetzt weiter? Okay. Und da auf. Ah, da, okay. Alles klar. Muss man dann da auf wahrscheinlich. Wo geht's auch noch irgendwie? Achso, ja, da. Da war ich gerade runter, okay, alles klar. So. Okay. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob wir da richtig haben, weil da unten geht es auch noch weiter, aber das wird schon passen. Goldene Rune, okay. Jetzt war halt wirklich ein Ort der Gnade nicht schlecht. Jetzt haben wir doch einiges gelaufen. Ah, da gibt's Loot darin. Kristallwurfpfeil, okay. Oben ist Loot. Oh ja, perfekt. Perfekt. Nice. Und gut durchkommen. Relativ. So, schauen wir mal, ob es dann in eine andere Richtung gegangen war. Was habe ich eigentlich an Rubine? 15.000, okay. Scheint mit seiner scheiß Fackel. Oh genau, von Jobi. Leb du. Ruinenfragment. Achso, ich komme dann da wieder raus, oder was? Na. Tatsächlich, okay. Okay. Ja, gut. Hätte man sparen können. Dann geht's da weiter. Tja, Blutung geht auch durch Schädel. Ah, jetzt sollte man halt wieder wissen, links oder rechts. Geh jetzt einfach mal links, weil da ist Loot.
Okay. Hausschriftrolle, okay. Oh, da ist eine Truhe. Handbuch 5 des Schimmersteinmetzes, okay. Das ist praktisch für den Magier. Oh, die hätte jetzt bald übersehen. Ja, liest du mir in deinem Büchel weiter, das ist gut. Du kriegst ein Sneaky Peeky vorhin. Ende, habe ich gesagt. Zauberergamaschen, okay. Ah, die haben wieder zu zweit. Zu dritt. Hier. Und wahrscheinlich steht da um sich auch noch jemand. Oh, das ist auch wieder eine Truhe. Aua. Aua, 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 aua. So viel Zauberer. Da kann ja ein Oleg gar nicht rufen. Mehr Blut, mehr gut. Du Dreckerts, Arschloch, du Dreckerts. Zupfte! Was ist sie auszaubert? So, ist da sonst noch irgendwer? Na, Gott sei Dank. Herrgott Seele. Oder aufmachen? Nicht von dieser Seite zu öffnen, okay. Ritualtopf. Okay. Hm. Du Mistviech, du Fotzen grobst du herum. Okay. So, sie starrt einfach einmal sinnlos in der Gegend rum. Ende. Lazuli-Rube, okay. Gut, was man da sonst machen kann. Luren wir mal. Okay. Aha. Das ist ein Ernst, da ist jetzt ein Boss, oder was? Ohne Ding. Ohne Statue, ohne sonst irgendetwas. Are you serious? Ja. Roter Wolf Radagon. Okay, this serious. Ein Wolf, der Magie speit. Mache ich so viel Damage oder haben die Bosse einfach nicht gut? Speicherstein. Oleg, merci dir. Warte, Gnade wo? Da hinten. Nice.
Das ist der Speicherstein. Erhöht die Anzahl der magischen Speicherplätze. Ah ja, interessant für Magier. Oleg und du machst 2 Damage. Also ich mach praktisch 2 Damage, oder wie sage ich das? Also ich bin praktisch schon zu stark für das Gebiet. Ja gut, ich habe ein Fei Offstream gefarmt. Das muss man auch sagen. Bleed ist krass, ja. Das merkst du brutal. Gerade bei so Bosse. Wenn du einen Oleg hast, der lenkt den Boss ab, dann kannst du da mal gepflegter Salve eine dreschen und dann zennt halt einfach gleich einmal. Aber das ist jetzt wenigstens nicht mehr ganz so düster. Vor allem in 2 Hände, ja. Das ist ja das Geile, weil es dann triggert. Schneller triggert. Deswegen sage ich ja jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich was heißt Sinn? Ich habe jetzt noch nicht so wirklich den Drang oder den Zwang, auch andere Waffen zu nehmen, weil solange ich so gut Damage mache mit der, warum soll ich meine Waffen wechseln so? Auf die Art. Oh, das ist der Mr. Krabs. Ich kann halt einfach nur immer wieder sagen, das Spiel, also egal wer sich das ausdenkt hat, dass man das so machen kann, auch mit der ganzen Handlung, mit den ganzen Gebieten und allem drum und dran, ist ein absolutes Genie. Ja, die Morgensterne machen 5 mehr Blutungsschaden als wir meine 2 Katanas aktuell. Aber rein vom Damage-Output... Oh, wir haben 32.700 Dinge. Wir sollten fast unsere Rubine mal investieren. Da war es jetzt eigentlich fast sinnvoll. Soll ich die Waffen aufwerten? Wobei, wir können beides machen. Wir könnten uns, glaube ich, nein, das wird sich nicht ausgehen. Jetzt schauen wir mal, wie viel dass ich von der Waffen her aufwerten kann. Die machen zwar mehr, wie der Billinger schon sagt, die Morgensterne machen 5 mehr Damage, aber ich glaube, dass ich mit den Katanas overall trotzdem mehr Damage mache aktuell. Und ganz ehrlich, solange ich sicher nicht Damage-Ticks habe, wie jetzt gerade eben wieder bei dem Boss, dann wechselt die Waffen nicht. Also wird man mit Sicherheit einmal andere Waffen ausspielen, aber aktuell 2 Schwerterstil, fucking OP. Hat auch beim Zorro schon funktioniert. So. Was haben wir? Ah, das ist gut. Jetzt haben wir ein 6er. Da brauchen wir jetzt einen Schmiedestein. Da brauchen wir schon 3er. Die habe ich noch nicht so viel. Das ist jetzt schon auf plus 9. Und da brauche ich noch 4 Stufe 2, die können wir uns kaufen. Jetzt passt es Obacht. Die kaufen uns jetzt auf jeden Fall noch. Gibst mir vollkommen recht. Ja, wie gesagt, generell haben wir das angefangen. Du kannst eigentlich, wenn du jetzt mal so überlegst, nahezu jedes Soulspiel mit der Standardwaffen schaffen. Also die Standardwaffen haben, vor allem bei Bloodborne, fällt mir das gerade so ein, da kannst du mit dem Sägehackbeil, das kannst du bis ins Endgame nutzen. Tatsächlich. Und nach aktuellem Stand kannst du das mit den Katanas scheinbar auch. Ich weiß ja noch nicht, was Neues kommt. Ich habe keinen Plan. Aber Stand jetzt machen wir mir schon guten Damage. So, was brauchen wir jetzt da? Wir brauchen noch 2 Hobby, 6 brauchen wir, also brauchen wir 4. Dann haben wir 24.000, reicht dann wieder locker für einen Aufstieg. Die im Bloodborne? Mhm. Ich habe zwar dann meistens noch gern Ludwigs heilige Klinge gespielt, als Sekundärwaffen, aber eigentlich immer mit Sägehackbeil, weil warum denn nicht? So, die geht nun mal. Genau, da beißt jetzt aus. Aber gut, wir haben jetzt 1 auf plus 8 und 1 auf plus 6, wenn ich das richtig sage, oder? Ja. Na, es ist nicht schon gut. Und vor allem, sie skaliert mit BK und Oleg zufälligerweise auch noch aufwerten. Nein, leider nicht. Da geht man Geistertallilie der Stufe 4 ab. Aber gut.
Was noch nicht ist, kann noch werden. Dann können wir uns jetzt da herum... Oh fuck, ich hab nicht geschaut, was das für Ort der Gnade war. Kirche des Kuckucks, Haupttor, Schulklassenraum, Forum der Debatte. Oh fuck off, was war denn das? War das da? Nein, das war's nicht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das für ein Checkpoint war. Kirche, ja. Nein, das war's auf alle Fälle nicht. Haupttor? Südtor? Ich muss jetzt schauen, was für ein Checkpoint das gewesen ist. Hätte ich vielleicht vorher schauen sollen. Oh Gott, den finden wir schon wieder. Ah, da schaut's gut aus. Da schaut's gut aus. Das ist der Bossraum. Sehr gut. So, werten wir mal auf. Mehr Geschick ist mehr Damage und mehr Damage ist mehr gut. So. Ja, die Rüstung gefällt. Jetzt schaut das perfekt aus. Merkt euch Fashion for Stats. Ja, in Souls-Spiele. Goldene Regel. Wenn du scheiße ausschaust, helfen dir die ganzen Stats nix. Hab ich mal gehört. Fichterli, grüß dich. Na, es wird bei dir? Erst einmal die geizigen Mr. Krabse bauen. Streifen weißen Fleisches. Ah, ja, Bro. Roher Frucht, okay. Aha, da können wir auf alle Fälle... Ja, das ist jetzt wieder super Ingo, oder? Weil... Jetzt muss ich mir erst mal wieder mit meinem Gewissen vereinbaren, wo ich zuerst lang gehe. Weil das ist super, das hört man gern. Bei mir passt auch alles, eh? Hast schon ein paar Bosse verpasst, aber... Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir noch den einen oder anderen finden werden. Chill, der Ignierschein. Sprungender Topf. Und da haben wir... Scherbe eines lebenden Gefäßes. Okay. Whatever. Gibt's sogar Einwand? Sagt es gleich. Okay. Ja gut, ich mache ja noch. Hätte ja sagen können. So, dann schauen wir mal noch nach oben. Weil ich tippe jetzt einfach mal, dass da hinten weitergeht. Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Dass die Omas aber gleich... Das ist wie auf dem Balkon, ohne Scheiß. Das ist das beste Überwachungssystem. Sitzt der Oma auf dem Balkon, die kriegt alles mit. Das ist der Vorteil, wenn es finster ist, ist wie ein Kanarienvogel, weil dann tut es nichts mehr, dann bewegt es sich nicht mehr. So. Nehmen wir einen Schlickerl. Ah ja, einfach One-Shot. Alter, was wir mir für einen Damage-Output haben mittlerweile, das ist so abartig. Es ist so abartig. Ah, Loot. Schimmerstein-Schleifmesser. Okay. Was ist das? Mag ich wissen, was das ist? Schimmerstein-Schleifmesser. Ist das Schlüsselgegenstand oder was? Nein. Ach, tatsächlich. Gewährt euch die Wahl einer Affinitätsaufwertung für eine Waffe. Das ist an Waffen, neue Kampfkiste und Affinitäten. Mr. Billinger.
Mr. Billinger? Was ist das? Verstehe die Freude nicht. Möchtest du das auch spielen, aber PC denkt sich, fucker you. Oh nee, Mrs. Fichterli, das tut mir echt leid. Ja, für PS4 zum Holen lohnt sich halt eigentlich nicht, wenn man einen PC hat, wenn du mich fragst. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass PS4 Saltos macht, wenn du das Spiel auf der Konsole spielst. Also auf der 5er ja, so läuft es bestimmt sehr, sehr gut, aber jetzt hat es immer noch keine Lösung nicht, an was das liegen kann. Vielleicht weiß das der Mr. Mike. Die dreht ja so schon frei, ja. Da muss ich einen Mike einmal fragen. Vielleicht weiß der, was vielleicht das Problem sein kann. Ja, das war klar, dass das nicht von der Seite aufgeht. Bist du Gespenst oder was? Da kann man oben springen, das sparen wir uns aber jetzt erst einmal. Ich muss erst einmal eine Richtung finden, wo wir da hingehen müssen. Oleg, was ist denn das? Was ist denn das für eine Gerätschaft? Stirb. Ich bin mir nicht so sicher, was das für ein Ding ist. Steinschwertschlüssel, okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, auf jeden Fall gut. Oh, da geht's vielleicht... Ah. Oh nein, ist das Henker ernst? Ich mag keine Fallpassagen nicht machen. So, ja, Hogwarts ist... Ich bin mir nicht sicher, was das für ein... Was das für... Oleg, helf mir mal schnell, bitte. Du musst mir da mal... Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Wow. Es ist also ein Beyblade, okay, alles klar. Oh, nicht so schlimm. Option habe ich dir. Alles fit bei dir, alter Kämpfer. Oh, da leicht was. Okay, das hätten wir. Trinas Lilie. Oleg, du schiebst da mal Wache, gell? Damit nichts passiert. Schimmerstein Glühwurm, okay. So, ist er auch dran. Ah, gut. Oleg, ist gut? Ich glaub schon, oder? Das Gebiet ist halt auch gottlos groß. Oh, wird halt wieder gekickt. Der Sideching ist auch vor. Goldenes Haar. Nehmen wir mit. Nice. Der fetzt ja mal einfach schonungslos rein, gell? Der Sei ist vorher fort, der spielt halt auch Fußball, hat er gemeint. So, also muss man vielleicht doch da fallen lassen, ne? Ich sehe schon, auf was sich das ausläuft. Jetzt gehen wir erst. Oleg, jetzt gehen wir zwei erst einmal dahinter, gell? Jetzt gehen wir erst einmal dahinter. Hat's der letzte Mal getaugt beim Fußballspielen? Option? Was ist das? Oh, diese Kristallechse, oder? Schimmersteinkrone von Haus Carolus. Okay. So ist auch so ein Krebs gewesen. Okay. Nice, 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 nice. Danach aber tot. Und Muskelkater wahrscheinlich, oder? Ja, eben, da ist bestimmt irgendwo an die Einstellungen vielleicht schief gelaufen, versehentlich. Weil das gibt's nicht. Das Spiel muss starten. Das geht gar nicht anders. Oleg, du bist am Start, oder? Bist du mein treuer Freund. Kommst du da rauf? Ja, natürlich nicht. Der denkt sich, ich komm da nicht rauf, dann verschwindet die lieber wieder. Super. So viel zum Thema treuer Gefährte.
Muskelmieze. Man kennt's. Ah, da kann man jetzt den Shotgun aufmachen. Da schau her. Da schau her. Ja, kannst du öffnen. Halt die Klappe. Versuch's gar nicht erst. Oh Gott. Ja gut, aber das probieren wir jetzt. Weil da können wir ja dann da wieder oben. Dächer Souls, Freunde. Ja, das Problem ist, dass das Spiel nicht statt. Also so habe ich es in Erinnerung. Ja, das ist klar, dass du mit deinen 18 Bogen da jetzt wieder umeinander hantieren musst, oder? Halt die Klappe. Zupfte. Aha, jetzt eine Leiter. Pfeil. Ja, den kannst du behalten. Schauen wir nochmal. Achso, da geht's ja nicht weiter. Ja gut, okay. Ah! Wieder goldene Rune, okay. Schauen wir mal, was da oben ist. Ich habe jetzt gestern nochmal spaßeshalber, weil es mich interessiert hat. Habe ich mal meinen Taskmanager... Oh. Jetzt war es halt interessant, ob es da weitergeht. Habe ich mal meinen Taskmanager aufgemacht, während Dingens gelaufen ist, Elden Ring. Meine Grafikkarten wird so jetzt bei laufendem Spielbetrieb, meine Fresse, hat meine Grafikkarten eine Auslastung von 2%. Also entweder habe ich ein brutales Setup oder das Spiel ist einfach göttlich programmiert worden. Okay, Oleg, was bist du? Alter, was ist denn das? Ist der jetzt ausgesponnen? Sie macht Höllenspirale, oder was? Sie hat das vom Piccolo angeschaut. Chill. Kristallwurfpfeil, okay. Alter, wie groß ist denn das Gebiet? Ah. Meteorbolzen, okay. Leck mich doch am Bein. Wifi, danke für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Ja gut, ich weiß jetzt nicht. Da komme ich jetzt erstmal sowieso nicht rein. Also schätze ja mal, dass da hinten weitergeht. Müssen wir nur mal schauen. Und abwärts. Boah, jetzt war ich fast da oben gesprungen. Das ist halt oft auch so ein Umdenker. Man kann ja jetzt in Elden Ring viel mehr springen als wir in Dark Souls zum Beispiel. Du kannst ja viel mehr Bereiche erreichen, die wo du so normal nicht erreichen darfst. Das wäre aber am Anfang in dem Schloss zum Godric habe ich nicht gewusst, wo ich weitergehen soll. Bis dass man dann mit draufkommt, hey, man kann ja von Haus zu Haus einspringen, wenn es sich irgendwie ergibt. Ja, und ich hab's fast befürchtet, wir müssen da Sprungpassage machen. Da hinten war auf alle Fälle Loot. Das mag ich haben. Schauen wir mal. Die ist bestimmt noch da, ja. So, nehmen wir uns mal den Loot da mit.
Wow. Alter, bist du bescheuert? Ach, da ist ein magisches Portal, da schau hin. Boah, da komm ich da überhaupt durch? Stolberfell. Alter, ich krieg anders Panik mit der Kugel. Alter, kannst du der Kugel überhaupt ausweichen? Pass auf, Preisfrage. Kann ich mich da Rente irgendwo verstecken? Nein. Okay. Wer das ist absolut... Wer das macht, ist absolut geschubst. Ha, easy. Okay. So, Warte Gnade, bitteschön. Wie von der Seite, okay. Da schaut es mir noch. Oh, was ist das? Wo ist das? Ist das ein Portal oder was? Nein, da geh jetzt nicht rein. Da geh jetzt nicht rein, weil ich nicht weiß, wo ich da hinkomme. Oleg gone. Und ich hab nicht mehr so viel Heilung. Karianischer Ritter Mungrom. Aua. Die Drecksau kontert. Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht. Das ist der erste Gegner, der kontert. Ja, okay. Ja gut, aber gut, dass wir das andere Zeug alles abgegrast haben. Das heißt, wir können jetzt einfach straight da durchlaufen. Und wir haben jetzt einen Oleg wieder dabei. Das ist das Gute. So, das heißt, wir müssen das einfach nur bis da hinten hinrennen. Dann lassen wir uns da wieder fallen. Und dann wird das schon werden. Ja gut, brauchst eigentlich nur am Rand bleiben, okay. Ja, mit meinen Seelen. Ah. Okay, dem sein Ding ist ein wenig komisch. Ja. Okay, der ist. Okay, der hält da fast gar nichts aus. Durch das, dass ich jetzt weiß, dass der kontert, muss ich ein bisschen aufpassen mit meinen Angriffen. Ja, Sprungangriff fängt ja nicht das Wahre. Aha, da schlägt Blutung ein, mein Freund.
Tja. Karianischer Ritterschild. Nice. So, jetzt war aber trotzdem mal der Gnade nicht schlecht. So, von da. Von da haben wir rausgekommen, oder? Ah, nein, da geht's weiter. Da ist ein Aufzug. Okay, von da haben wir rausgekommen. Aber nice, dass es einen Gegner gibt, der wo kontert. Gibt's auch nicht so oft in den Souls-Spielen tatsächlich. Geht's so wie? Ah, okay. Jetzt auf alle Fälle noch in einen Garten raus. Von da sind wir gekommen, haben wir gemeint. Schauen wir auf der Seite weiter. Ja, genau, ja, freilich. Mit zwei. Okay. Oh, da ist Loot. Hätte ich fast übersehen. Ah, mal sorry. Herbau. Okay. Da ist auch noch etwas. Trinas-Lilie. Für was braucht man eigentlich die Lilien? Den haben wir uns geholt. Den Baum haben wir uns geholt. Jojo. Okay. Ah, da kann man jetzt da wieder einen Shortcut aufmachen. Okay. Ja, ja. Okay. Passt. Alles klar. Nice. Gut, schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Wenn es da nicht nach Boss riecht. Okay. Ja, da stinkt's nach Boss und zwar ganz gewaltig. Ja, okay. Main Boss. Freunde, das ist ein Main Boss, weil Cutscene. Wie jetzt? Ja, das denke ich mal, dass das nicht die Bosse haben. Hush, little Calva. I'll Yeah. soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Okay. Renala, Königin des Vollmonds. Moment einmal, warum kriegen die kein... Aua, au! Ach, diese... Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ah ja, man muss die mit der Kuppe angreifen. Okay, weil die ist geschützt. Lass mir auch noch nicht gerade die da oben, oder? Alter, unser Damage-Output ist so gottlos. Schaut euch das an, ich hab jetzt 2 Salben. Aua. Au! Jetzt mal. Okay. Okay, nice Hitbox. Das ist... Kannst du am Leben verzeihen, dass dieser Boss ist. Das kannst du am Leben verzeihen.
Dampfe aber die Ehre, Siege aber die Ehre. Das war nicht der richtige Boss, das kannst du am Bleiben verzeihen. Ja, denken wir. Der eigentliche Boss kommt erst. My beloved. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Lila Herz, lila Herz, lila Herz, lila Herz. Born. Jess, danke für deinen Resub im 3. Monat. Geil. Wir haben gerade in einem Mainboss. Danke dir für deinen Resub. Weiterhin willkommen in der Barzigänge und viel Spaß mit dir und alles gut bei dir. Upon my name is Rani the Witch. Ja, das war so klar, dass die jetzt durchdreht. Jetzt hat er nicht anders sagen können. Slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Gut, dass man Oleg aufgekommen hat. Ehren JJ, ja. Definitiv. Of the last queen of Caria. Renala of the full moon. Oh, wie geil schaut das aus? And the majesty of the night she conjureth. Jetzt macht der Boss einen dreifachen Super Saiyan. Ich vermute es auch fast. Oleg! Ja, das war klar, dass das... Bei uns Kamehameha haut's auch perfekt drauf. Ja, super toll. Was soll mir Damage machen? Das ist so lächerlich. Bitte, aber die Arena, wie geil schaut die Arena aus, bitte. Oh, wie viel Damage macht die bitte? Ist das Mondgewalt jetzt gewesen, oder? Der Oleg steht da und so, ja, okay. Mach du mal. Aua. Er macht jetzt zwar nicht so viel Damage. Okay, die hat's in sich. Ah, die ruft Phantome, okay. Die bleiben aber nicht dauerhaft, das habe ich schon gesehen. Oleg, du kriegst es hin, oder? First try, bitch! Weave thy night into Sehr gut, Spezi. Legende zu Fall gebracht. Echo der Vollmondkönigin. Oha. Ein ganz anderer Flex. Geiler Bossfight, abgesehen davon. Coole Arena auf jeden Fall. Der ihre Magieangriffe haben wir ziemlich bösartig. Jetzt. Ach, die ist nicht hier? Where did he flee, my sweetings? Come out from whence ye hide. There are books and light aplenty, dither not. Come out, say I, or will ye be gravestones, to be better born anew? Ich verstehe die Frage nicht, aber was hast denn du da überhaupt? Das ist ein Kürbis oder was soll denn das sein? Wenn sie Selbstheilungskräfte gehabt hätte, wäre der Boss anders eklig. Oh ja. Thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting, reborn of my beloved egg? Hä?
Ernsthaft, hat schon mal einen Boss gegeben in der Dark Souls-Geschichte, der wo nach dem Kampf freundlich ist? Hat es das schon mal gegeben? Ich glaube nicht, oder? Das ist, glaube ich, Premiere gerade. Was ist jetzt das? Eine Larventräne ist für die Wiedergeburt erforderlich. Aber da seine Stats neu rollen? Kann das sein? Ach, ich kann da... Wie jetzt? Asozial, abgesehen davon. Ach, ich kann da meinen Charakternamen neu... Ah. Okay. Da ist eine Schatztruhe. Nor afeard, I would birth thee as a sweeting, fair and fine. Bärenstor. Ja, stimmt, Mr. Siegel. Jetzt, wo du das sagst, kann der Bärenstor sein. Da ist ein Embryo drin, oder was soll da drin sein? Keine Ahnung. Ich glaube, ich mag es gar nicht wissen. Ja, nice. Verschlossen. Du blöde Sau, du den Schlüssel. Ich mag das Ding da drin haben. Ich bin kistengeil. Nehmen wir erstmal einen Ort der Gnade. Drachenei. Haben Dracheneier gelb? Glaube ich nicht, oder? Ein Ei ist so eigentlich außen nicht mehr weiß. Oder täuschen wir da jetzt? Ja, jetzt haben wir da um. Wo geht's jetzt weiter? Kettenblubber. Ja, gut. Cooler Bossfight, First Try. Wir haben ein Damage Output des Obergrauens. Habe ich so wieder mal das Gefühl. So, können wir mit Stufen auf 56.000 Rubine. Runen, die schmecken. Mehr Damage, mehr gut. So. So, die Preisfrage ist, wo geht's jetzt weiter? Wo geht's jetzt weiter? Ist die Frage. Da haben wir wieder bei dem Thema, das ist eine Riesenmap und kein Mensch weiß, wo es weitergeht. Wir hätten da theoretisch nur einen Drachen herunter, aber der ist, glaube ich, wirklich noch eine Nummer zu groß. Bei dem haben wir letztes Mal zumindest fast keinen Damage gemacht. Wir können noch eine Nummer probieren, weil die Zeit haben wir ja. Aber der ist, glaube ich, noch eine Nummer zu groß. Der hält verdammt viel aus und ich bin, wenn mir der mit seiner Flamme erwischt, ist er Grillsaison, gell? Also dann ist halt einmal sofort Ende. Aber jetzt gehen wir einfach einmal da weiter, weil ich jetzt gerade aktuell sonst nicht weiß, wo ich hingehen soll. Was ist, die hat's hinter sich, was auch immer das mal gewesen ist. Geht's da überhaupt weiter? Ja, da geht's scheinbar nicht weiter. Oder? Ja, gehen wir einfach einmal zurück, weil ich sonst nicht weiß, wo ich hingehen soll. Aber man muss doch da irgendwie über die Brücke überkommen, oder nicht? Könnten wir uns mal anschauen. Von da aus vielleicht. Weil da gibt's ja jetzt nichts mehr. Mr. Billinger, haben Sie einen Tipp? Oder Mr. Kego, ist mir eigentlich wurscht. Mal einen Tipp geben, wo es als nächstes weitergeht, weil da ist ja offensichtlich Ende. Jetzt probiere ich es einfach mal da, ob wir da irgendwie über die Brücke drüber gehen können. Werden wir schon sehen dann. Ah, das ist das... Wir haben ein Foto und Kämmer, meine ich, oder? Ist das möglich? Er zeigt auf tendenziell auch, dass wir da durch müssen. Ah, okay. Ja, gehen wir mal über die Brücke drüber. Werd mich schon kein Boss nicht aufholen. Tipp mal. Hochstraßen vom Bellum. Achso, ach so, das wird übersprungen praktisch, oder was? Ah ja. Ja gut, dann. Ach, da ist der wieder. Die. Jetzt kommen wir mehr so in die bayerische Waldoptik, oder wie sage ich das? So, was ist mit dir jetzt? You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. 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 Your fing
All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to be whole. Before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Or are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage through the dim cavern? Vater. Die sprichst du in Rätsel, die blöde Funzel. Die soll mir genau sagen, wo ich hingehen soll. Ja, Bahnhof. Absoluter Bahnhof. Ah, wir könnten mal da dann mal schauen, ob wir da noch irgendwie umkommen. Das schaut mir nämlich her ein wenig sehr seltsam an. Das schauen wir uns auch noch an, auf alle Fälle. Landstraße nach Freiung, ja genau. Konnte ihm sogar wirklich hingehen, abgesehen davon. Jetzt schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Da müssen wir mal schauen jetzt. Aha. Bereit irgendwer? Schauen wir mit Zwergs. Aha, ich glaube, dass wir wieder hinter müssen. Ich hab's irgendwie im Urin. Dass wir wieder um müssen. Okay, das sind scheinbar keine Bosse, das sind normale Gegner. Bildgewaltig, ja. Definitiv. Das Spiel ist eine absolute Wucht. Grafisch, spielerisch. Kannst du absolut nichts sagen. Ich glaube, das ist das beste Spiel, was die letzten 10 Jahre rausgekommen ist. Gibt's da einen Ort der Gnade, ist die Frage. Ist da Dungeon? Ist da ein Dungeon? Irgendwo's hier. Was tun da so? Oh. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Jetzt sag mal, was du drauf hast. Oh. Auf jeden Fall mehr als Zombie-Lock. Oh. Aua, verpiss dich. Okay. Zwei, drei Mal weggefingert. Ja, ich bin mir jetzt... Es war mal ganz interessant, wie lange das Spiel in Entwicklung war. Das Spiel ist nicht in einer Nacht... Das Spiel ist definitiv nicht bei einer Nacht- und Nebelaktion entstanden. Das kannst du vergessen.
Und ich glaube, dass das Spiel... Ach so, jetzt müssen wir da drüber rennen, oder was? Okay. Und ich glaube, dass das Spiel nicht auf 2 Jahre entwickelt worden ist. Das kannst du vergessen. Dafür gelangt die Zeit nicht. Oh, da hinten ist ein... Oh, da hinten ist ein Baum. Ein goldener Baum. Da kriegen wir Saat wahrscheinlich. Weil das Spiel eigentlich bis auf die ersten 2 Tage oder die ersten 3 Tage hat es ein bisschen Probleme mit Frame Drops gehabt. Das haben sie aber jetzt erstaunlich schnell gut in den Griff gekriegt. Also ich habe jetzt seit die Patches, die es jetzt gehabt hat, keinen einzigen nennenswerten Frame Drop mehr gehabt. Hä? Ja, okay, RIP 19.000 Rubine. Dinger. Seelenheit. Ja, toll. Und wie kommst du jetzt dann dort drüber? Wahrscheinlich unten lang. Oder Außennummer. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir Außennummer. Gen 9 könnte recht hübsch werden. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Mrs. Fichterli, da bin ich mir leider ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Ding wirklich hübsch wird. Weil wenn es die Grafik-Engine hat von Legends, dann Are you serious? Ich will ja eigentlich nur nach oben. Mehr will ich gar nicht. Ah, da ist Aufzug. Nice. Ich hoffe mal, dass es hübsch wird. Wo ist jetzt so... Ah, da ist er. Da ist der Hebi. So, dann habe ich der. Aber schauen wir, lassen wir uns mal überraschen. Das Spiel ist ja doch noch ungefähr... Naja... 9 Monate, 7 Monate ungefähr. Neuen Entwicklung. Vielleicht beheben sie da noch ein wenig etwas. Aber schauen wir mal. Warten wir einfach ab, bis sie raus ist, dann sehen wir es schon. Warum ist es jetzt eigentlich finster? Hat sie behindert? Ich mag, dass es hell ist, danke. So. Wir müssen jetzt irgendwie... daher. Da ist die Brücke. Wie sollst du denn da raufkommen? Jetzt mal eine blöde Frage, jetzt mal ohne Scheiß, wie sollst du denn da raufkommen? Okay, jetzt pass auf. Es gerade mal nur Zeit, um ein paar neue Pokémon in den Raum zu werfen, da kann man grafisch nichts erwarten. Ich bin ja, was das so geht, eigentlich wirklich kein penibler Mensch nicht. Ehrlich nicht. Aber was bei Legends dort gemacht haben grafisch, das ist schon ein Verbrechen eigentlich. Texturen extrem kreislig. Das einzige, was sie gut hingebracht haben, waren halt die Modelle von den einzelnen Pokémon. Das haben sie wirklich gut gemacht, aber mehr war schon auch nicht. Soll ich es dir verraten oder eher nein? Was meinst du jetzt, wo ich lang muss? Ja, das war vielleicht ganz... Den Tipp darfst du mir geben, Jess. Das war überhaupt kein Thema nicht, weil ich bin jetzt da gerade ehrlich gesagt... ein bisschen perplex, weil ich gerade... Ah, da hinten vielleicht. Da hinten kann es vielleicht gehen. Moment einmal. Ja, aber so kann man zumindest wieder einmal rumdumm. Von der Spielmechanik ist auch gut. Die Grundidee dazu war super, das Open World technisch aufzuziehen. Das Problem, die haben halt, wie gesagt, es ist halt auch wieder eine Geschmackssache natürlich an der Stelle, sowieso. Aber grafisch halt einfach ein Totalausfall. Selbst für Nintendo-Titel.
So, jetzt muss jetzt passen. So, ich muss jetzt mal schauen, da geht schon irgendwie auf. Ich muss nur schauen, wo. Die Grundidee von Cyberpunk war auch super, ja. Und was war dann das Verhängnisgrafik? Okay. Ja, nur mal schauen, da kommt man schon irgendwie auf, aber ich muss nur einen Weg finden. Offensichtlich. Vor allem das Komische, erst bin ich geportet worden und dann nimmer. Mir ist jetzt gerade meine 19.000 Seelen schon, aber mein Gott, nein, das hilft ja nicht. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ah, da wird's Licht, da schau her. Ah, das schaut mich gut an. Muss ich nur schauen, ob ich da... Wird Map freigeschalten, das ist gut. Leonia Westen. Oh. Oh, du Scheiße, du, hey. Das ist jetzt praktisch das... Lebt mich doch am Bein. Ich schau mich so, dass das Spiel groß ist. Da hinten gibt es einen Dungeon. Da ist ein Siegel, oder was auch immer. Eine Mordstromburg. Das ist wahrscheinlich die, wo wir von der Ferne her schon gesehen haben. Aber ich will eigentlich... Ich will eigentlich nur mit mehr da her. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da allerhand Dungeons neu runter haben. Was heißt allerhand? Der eine oder andere. Und da gibt es auf alle Fälle einen Zweig. Da gibt es einen was heißt ein Zweig? Da gibt es eine goldene Saat. Aber da können wir scheinbar nur von der Seite drauf. Die Karten ist auch brutal abwechslungsreich. Es schaut nicht alles gleich aus. Ja, halt dein Futzen. Da schauen wir mich später mal genau. Ich möchte jetzt erst einmal einen auf den anderen Platz kommen. Oder auch nicht. Okay, was zur Hölle bist du? Der lässt... Du bist aber jetzt so... Ist das ein Schmied oder was? Oh, what der Gnade. Okay. So wie es ausschaut, geht's da dann sogar weiter. Eh, wie ich vermutet habe. Ja, Gott sei Dank haben die es eh schon wieder in 3 Tagen durchgespielt, was geht. Meinst du jetzt Elden Ring oder das neue Pokémon? Königlich... Achso. Ja, was bist jetzt du für einer? Du tust mir jetzt aber hoffentlich nix. Elden Ring. Na, selbst die nicht. Selbst die nicht. Also ich weiß jetzt halt... Ich verfolge ja so niemanden, von was Elden Ring angeht, zumindest nicht, nichts, was mich spoilern kann. Und es gibt jetzt einige, die haben es immer noch nicht durch. Und die streamen aber 8, 9, 10 Stunden am Tag. Ist natürlich auch immer Auslegungssache, wie viel du dir anschaust. Ja? Klar, wenn du jetzt halt nur von einem Members zum nächsten rennst, dann hast du es wahrscheinlich auf 3 Tage durch, ja. Aber so, wenn du dir alles ein wenig anschaust, locker 100 Stunden. Locker! 100 Stunden in dem Spiel haben eigentlich nichts, was ich so bisher so ein wenig mitgekriegt habe. Well, look at you.
receive many visitors. I presume you are tarnished? What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., E.G. a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still able. Okay. Der verkauft... Also die zwar begrenzt. Generell Dunkelschmiedsteine. Okay. Das ist wahrscheinlich auch ein Schmied, der unsere Waffen weiter aufwerten kann. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. Ja, wer hat der? Close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, Tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Okay. Er ist also ein Schmied. Gut zum Wissen. Er scheint freundlich zu sein. Das ist auch gut zum Wissen. So. Aber wie komme ich jetzt da und blättern da um? Das ist ja ein Wahnsinn. Das Gebiet ist halt einfach... Allein der Fleck, da ist er schon wieder ewig groß. Ja, da habe ich offstream wieder einiges zum Spielen. Heilige Scheiße. Aber gut, eins nach dem anderen. Ich möchte jetzt erst einmal nochmal da her. Ich will das nochmal in Ruhe anschauen. Ich will mir das nochmal in Ruhe anschauen. So, und offensichtlich müssen wir da einmal außen rum. Wow! Was für ein Arschloch ist denn das? Wer zaubert denn da? Aua. Ja, ist wahrscheinlich da drin. Irgendwie hat da was dagegen, dass wir da haben. Der wird jetzt die ganze Zeit von dem Zauber verfolgt, oder was? Nein, den hast du nicht. Was hat denn eigentlich das zum bedeuten? Das komische Spurending da, oder was? Das habe ich schon einmal gesehen, aber ich habe nichts zum Anfangen gewusst damit. Ich check sowas nicht, wenn man 10 Stunden täglich spielen kann. Ich auch nicht. Okay, da unten ist safe irgendwo ein Dungeon. 100%ig. Wobei, das ist eigentlich der See. So. Aber da kann man jetzt dahinter, auf den Dungeon daher. Ich will, also wenn ich jetzt nur on-stream Elden Ring spielen hat, ohne Scheiß, da warten wir das ganze Jahr beschäftigt. Das ist so gern, wie es ist. Es ist so unfassbar, wie viel du in dem Spiel zu machen hast. Oder, was heißt zu machen hast? Wie viel du halt sehen kannst, so. Ah, da sitzt wieder so ein Haumdacher. Ich bin ja immerhin schon froh, dass wir heute unserem Fashion Souls Pflicht nachkommen. Kirche von Bellum, da waren wir auch noch nicht. In der Kirche gibt es meistens eine heilige Träne, sagt es, wie es ist. Bingo, nice. Können wir unsere Heilung verstärken. Ja, da musst du halt, Mr. Sordan, du musst halt aber auch wirklich sonst nichts zum Tun haben, dass du ein Spiel einfach auf 5 Tage durchrasierst auf Platin. Okay, nice. Kann ich
Ich brauche 3. Habe ich nicht. Ich habe erst 2, glaube ich, oder? Wie viele goldene Sorten habe ich? Zwei. Okay, ich brauche noch eine goldene Sort. Ja, ich stelle mir halt vor, ich dat von meinem PC weg und hätte so eine Birne auf. Ohne Witz. Ich meine, ich spiele schon einmal gern. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Und gerade bei so Spielen, die wo mich richtig hucken, was selten ist. Also das Elden Ring ist das erste seit Jahren, das mich so huckt. Ich glaube, das letzte war, wie gesagt, Sekiro und davor war es Bloodborne. Komischerweise sind es alles From Software Titel, aber okay. Gut, jetzt sind wir wieder in dem Gebiet, wo ich vorher auch war. Und jetzt schauen wir uns da mal ganz in Ruhe um, weil wir haben ja jetzt da auf jeden Fall schon mal einen Ort der Gnade. Ich werde mir auf alle Fälle hinten die goldene Saat noch hin, weil dann kriegen wir noch mal einen Heiltrank mehr. Kannst du aufhören mit deiner scheiß Armbrust. Zupfte. Ja, das war mal ganz interessant, wie lange Elden Ring in der Entwicklung gewesen ist, Sigi. Aber ich sag, dass da 5 Jahre nicht gelangen. Da gelangen 5 Jahre nicht, das sagt ich. Weil vor allem, das ist einmal ein Spiel, das kommt raus und es ist beinahe perfekt. Ja? Wie gesagt, bis auf die paar Frame-Einbrüche, die es die ersten 2-3 Tage gehabt hat das Spiel noch keine Bugs nicht gehabt. Bisher. Bisher. Ich hoffe, es bleibt da so. So, jetzt holen wir uns da auf alle Fälle erst einmal die Saat. Hoffentlich. Jetzt sitzt die auf der Seite, ist doch vorher noch auf der anderen Seite gesessen. Willst du wieder verarschen? Oh, da ist wieder Ort der Gnade. Das ist auch gut, den nehmen wir auch gleich mit. Das Game ist absolut gewaltig von der Größe her. Das ist unmenschlich. Also ich glaube, ich hab keinen Vergleich zu einem anderen Open-World-Spiel so auf der Art. Aber die Map, das ist unfassbar groß. Unfassbar groß. Also das ist Wahnsinn, was du da alles... Allein das, wenn du mal überlegst, das da. Nur das da jetzt. Also sprich, fangen wir mal in der Größenordnung, das da erinnert. Das ist Stadtgebiet. Ja, das ist alles Stadtgebiet. Das ist lächerlich groß. Bei mir ist normal genau das gleiche, Sordon. Ich bin da normal auch nicht so pingelig. Aber es ist halt meistens so, es kommt der Spiel auf den Markt und dann kommt ein Tag oder 2 Tage später kommt ein 5 GB großer Patch, wo sämtlichste Fehler beheben. Weil es einfach unfertig auf den Markt kommt. Und bei Elden Ring war halt das jetzt nicht so. Das ist auf den Markt gekommen und war halt einfach... Ja. War gut. Wie jetzt? Ach, du teleportierst mir den Schatz zurück. Was ist denn das für Scheiß? Aber das war vorher beim ersten Mal auch. Jetzt probieren wir es noch einmal. Ist sie nur da? Sie ist nur da, okay. Den können wir dann eigentlich einmal wegmachen, oder? Schauen wir nochmal, ob jetzt der Name geportet wird. Scheinbar. Komisch. Ja, da teleportiert es mich schon. Wenn ich da einer gehe, teleportiert es mich nicht. Was ist das für Scheiß? Oder schon? Hä? What? Spiel, ich verstehe die gerade nicht. Ja gut, dann halt nicht. Keine Ahnung. So, umschauen haben wir gesagt. Ah, muss man da vielleicht... Aha. Ja gut, abgesehen davon weiter als wir bis du 4 kann man die sowieso nicht. Okay. Was ist da, Herr Robert Hall? Guck, man war von da oben gekommen irgendwie.
Okay. Alle Teleportationen sind auch abhängig von deinem Fortschritt im Spiel. Ah, okay. So, da habe ich vorher meine Seelen. Ja, gut. Die haben jetzt sowieso futsch, aber ich möchte mich da trotzdem einfach noch mal umschauen. Vor allem kann ich die Niederlage hier den glänzenden Silberritter da nicht auf mir sitzen lassen. Es nagt an meiner Soul-Spieler-Ehre. Alter, machst du auch noch Sneaky Peeky? Bist du bescheuert? Musst eigentlich noch laufen. Mr. Soran, lass uns einmal 5 Grad stehen. Sag oder wie es ist. So, jetzt füllen wir das Tänzchen noch mit um jetzt zwei. Oh, Marco wird leid, das ist schlecht. Aua. Oh. Lustig. Für das gibt aber erstaunlich wenig Seelen, für das er so stark ist. So, was ist das für Loot? War dann dein 6. Tag in Folge? Mr. Sordon, bleiben wir uns daheim. Ja, bleiben wir uns daheim. Mein Rat an dich. Da drüben haben wir einen Punkt gefunden, oder? Ja, das ist gut. Perfekt. Voilà. Und was ein wenig hoch, aber gut, das hat ihm schon passt. Oh fuck, die gibt's ja auch mit Pferdl, die Dinger. Ah. Den machen wir jetzt einmal Sneaky Peeky, weil der da, oder? Der wartet da gerade drauf, dass er mich abfacken kann. Herbert, ruhen Sie sich anständig aus und schlafen Sie gut. Merci fürs Dasein. Ja gut, aber was hilft jetzt das, wenn ich den da unten mache? Wahrscheinlich nichts, der bringt mir auch gar nichts. Da unten lagert Loot. Ja, den holen wir schon noch. Anschleicher ist eine gute Idee, habe ich gehört. Refugiumstein, okay, ja gut, den nehme ich. Kämpfer tue ich nicht gegen euch, aber irgendein Storndal nehme ich gern. Hey, Pferd, hallo? Dumm oder so? Danke. Okay. Achso, ja, da ist die Kirche, da waren wir gerade drin. Okay. Muss ja was geht, die Fetten geht nicht von selber weg. Ja, aber nicht, wenn du 6 Tage in der Woche Sport machst. Dann baust du auf Dauer irgendwann ab. Sogar.
Das schaut mir schon wieder so zweifelhaft an, dass ich da glaube ich nicht hingehen soll. Oh oh. Jetzt weiß ich ja, was das da vorher so komisch angehört hat. Gut, dass wir einen Plan B haben. Ha, ich hab Katapult ist Segen. Das darfst du schon auch nicht mehr. Oh oh, da haben wir einen Haufen Gegner. Hallo, der mit seinem Pferd geht mir jetzt schon wieder auf den Sender. Müsst ihr erst einmal sehr ausschalten, da die wo da mit die Katapulte umeinander tun. Was? Ernsthaft? Was ist denn du für ein Doktor? Runenbogen? Okay. Ist das ein Waffen oder was? Nein. So, los mir raten, jetzt können die Katapulte nicht mehr schießen, weil ich habe sie außer Gefecht gesetzt. Sehr gut. Ah, da hinten ist noch eins. Scheiße! Das habe ich nicht gesehen. Oh, okay. Ja, genau, da ist wieder die Kirche. Ist das die Kirche? Oder ist das was ganz was anderes, oder? Ja, das ist die Kirche. Okay, auch da geht's noch oben, da schon, das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin ja erkundungsfreudig, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ah, da haben wir vorher aufgekommen, oder? Ja, okay. Da haben wir aufgekommen. Alles klar. Da sind wir hochgekommen. Alter, die scheiß Wave. Geht's mir nicht auf den Sack. So, okay. Willst du jetzt so Trieb? Ah, da liegt da nichts. Wieder Runenbogen. Ja, genau, so wie ich da jetzt, so wie ich da jetzt oben springe. Das ist noch irgendeine Idee. Aua. Ah, das ist wieder so ein Ding. Moment, ich muss einmal schnell. Wo kommen die jetzt alle her? Trau dich. Schnell mein Headset da stecken. No.
Okay. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob wir da her müssen. Das ist das Nächste. Aber außerfinden möchte ich das jetzt schon noch schnell. Da hinten ist auch ein Riesengebiet. Ja, du darfst ein wenig ein Zielwasser trinken, Bulli. Ah ja, jetzt lass sie zu mir um, alles klar. Ah, Nerv. Oh oh. Ja, du hast das jetzt natürlich voll auf mich auch gesehen, gell? Blutung OP. Wie ist das Ding jetzt? Okay, das war intens. Kuckucksschimmerstein, was ist das schon wieder? Ich bin mir echt nicht sicher, wo ich da hin muss. Schaut mir eher so an, wie wenn ich gleich einen Boss hab. Ah, der Oleg verzirkt sich, okay. Bin mir halt echt nicht sicher, ob ich da her muss. Keine Ahnung. Drachenwundenfett. Okay. Oh, das ist aber der Gnade. Der für ein Problem? Ein uralter Tunnel. Okay. Großer Aufzug von Dektus. Okay. Ja, da geht's einmal steil nach unten. Huh. Aber ich glaube, dass ich da ehrlich gesagt noch nicht her muss. Ja, gut, okay. Schauen wir mal, was da eine Rentnersache ist. Keinen blassen Dunst. Oder der Sternenhimmel.
Wobei, du bist vorher mit Magie angegriffen worden, also ich tippe, dass du dann weitergang. Tippe jetzt einfach mal. Das heißt, ich werde mir offstream auf alle Fälle da mit die ganze Map ein wenig anschauen. Dann werden wir mal erkunden, wo es eigentlich weitergeht. Da ist auf alle Fälle ein Dungeon, den kann man uns vielleicht noch anschauen. Den Dungeon, meine ich, schauen wir uns noch, Freunde. Schauen wir uns den Dungeon oder hinten. Da warten wir nämlich schon in der Nähe. Das passt so auch, der ist da. Wie du hier, wenn ich da springe? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Ja, wenn ich das Gefühl gerade da schon wieder sehe, da klang ich schon wieder. Ich glaube, da ist da vorne über Klippen übergegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Gescheit tief da oben. Aber ich glaube, dass wir da vorher Passagen gefunden haben, wo wir oben springen können. Bingo, dahinter. Fuck, das war nicht geplant. 1, 2. So weit springen wollte ich gar nicht. Sprungpassagen, ich hasse sie. Warte mal. Das ist eigentlich von da gescheiter. Das ist von da gescheiter. 5000 Runen. Ja, so war es einfacher gegangen. Okay. Uns gleich leichter so. Okay. Keine Ahnung, was das für Viecher sind, aber ich leg mir jetzt einmal vorsichtshalber nicht mit ihr noch. Oh, da ist ein goldenes Auto dahinter. Nice. Schmiedestein. Aha, das ist quasi so der Dungeon. So, dann füllen wir unsere Flaschen nochmal auf. Dann haben wir jetzt, glaube ich, 10, wenn man nicht alles täuscht. Okay. Schaut mir wieder an wie ein Bergwerk.
Okay. Alles klar. Schmiedestein. Wieder Schmiedestein. Oh, das ist gut, weil dann können wir unsere Waffen vielleicht halt sogar noch weiter ausbauen. Oder, was heißt ausbauen? Aufwerten. Okay. Was sind das jetzt eigentlich für Dungeon? Verhülltes Klammdorf, ja toll. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Hey Basti, du Lump, habe bereit. Wir bin schon wieder weg auf Arbeit und somit netter X die Wünsch da an geilen Stream und Kui Spaß mit Elden Ring, du Bruder, du Gammerb 98 HAWEDEY Gammerb 98 HAWEDEY. Gucki, merci dir für deinen Resub im 3. Monat. Du bist schon wieder weiter auf der Arbeit. Dann wünsche ich dir einen angenehmen Arbeitstag. Ich bin jetzt gerade vergiftet worden. Merci für deinen Resub, Alter. Merci dir. Schön, dass du einer schaust. Gerne mal, jetzt passt so macht. Wir haben jetzt eigentlich, jetzt vergiss ich aber wieder. Fichterli, kannst du mal einen Shoutout für den Gucki, für den Sordon, für Jess, also eigentlich einmal für alle machen, die wo du erinnert streamen jetzt momentan, die wo da haben. War mal absolut angebracht. Einfach Ausrufezeichen SO und Twitch-Name. Oh Gott. So, woran erkenne ich jetzt? Gucki, du überhaupt kein Stress, du, deine Arbeit geht vor, da gibt's aber überhaupt nichts. Du, mich freut's, dass du mal kurz reinschaust und passt. Merci dir. Und viel Spaß beim Werkeln. Musst du nicht ärgern. Beziehungsweise, das was man mal macht, schnell selber. Ist keiner von meinen Monster! So, da machen wir einen Shoutout für den Cookie. Also unbedingt einmal draufschauen. Sehr sympathischer Typ. Streamt auch auf Bayerisch. Man spielt momentan Horizon, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir noch von vorher. Ich übersäge die so weit, aber das ist halt absolut keine Absicht nicht. Dann haben wir noch einen für die Jess. Auch gerne mal vorbeischauen. Wen haben wir denn sonst noch da? Wer ist denn sonst noch so streamertechnisch unterwegs? Na, natürlich, Fichterli haben wir ja auch noch. Fichterli haben wir ja auch noch. Sowieso klar. So, Leute, bei denen, die jetzt gerade geschautoutet haben, bitte einfach einmal draufschauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Einmal ein Following da lassen, einmal reinschauen, alles lauter sympathische Typen. An alle aus unserer, sage ich mal, gemeinsamen Community. Hat der überhaupt nicht, wenn es da mal vorbeischaut. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich jetzt keinen vergessen habe. Wenn jetzt noch irgendein Streamer da ist, der wo streamt und ich jetzt irgendwen übersehen habe, dann einfach Meldung machen, ja? Dann kriegt es natürlich auch einen Shoutout. Jetzt war ich wahrscheinlich fast verrückt wegen dem. Aber gut, das ist mir meine Community wert. So, Heilung bitte, danke. Bin jetzt hier mit dem Aufzug runtergefahren oder nicht? Ah, so, dann haben wir vergessen, ja genau. Und so, dann haben wir auch noch vergessen. Lee, kannst du das schnell machen? Weil dann kann ich weiterspielen. War zauberhaft. Bitte, dankeschön. Oh, ihr Blut übersägen. Okay, ja toll.
Genau, beim Sauron auch mal drauf schauen, ebenfalls ein bayerischer Streamer. Mehr bayerische Streamer ist mehr gut, habe ich mal gehört. Okay, jetzt bin ich so perplex, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt oben oder aufgefahren bin vorher. Okay, ich komme von unten. Aua. Oh, der brennt wieder. Was dann auch noch zünden, du Depp, du. Sprungner Kristall. Die gingen so einfach, wenn man weiß, dass die mit schweren Angriffen aus der Fassung zum Bringen haben. Ah, das ist eine Falle, hundertprozentig. Ah ja, sag ich doch. Ja, nicht von gestern. Au! Jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Möchtest du wieder verarschen, oder was? Jetzt fett. Gibt's da eigentlich irgendwie sowas wie Gegengift oder so? Oder gibt's irgendwas, was gegen Gegengift wirkt? Ich hab keine Ahnung. Verursacht Vergiftung, toll. Vor allem Gift scheint absolut OP zu sein im Spiel. Oh, ich weiß nicht, wo ich weitergehen soll. Oh, jetzt auf alle Fälle noch ein Loot. Schmiedestein, das ist sehr gut. Die Stufe 4 Schmiedesteine brauche ich nämlich. Ah, der Hund wird lebendig. Und der wird auch lebendig. Was war denn das jetzt? Die kämen aber auch absolut aus dem Nichts, gell? Ja, schön daneben geschlagen. Runenbogen, okay. Ort der Gnade, wo... Oh. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. D4 MPFE der... Mr. Black Shadow... Oh, Dankeschön. Mr. Black Shadow, Habitäre, merci für dein... für die... für dein Resub beim 3. Monat. Weiterhin willkommen in der Bazi-Gang. Und viel Spaß mit den Mods, mein Freund. Alles fit bei dir. Schön, dass du deiner schaust. Ach Gott, die scheiß Vergiftung jetzt endlich weggeht. Ja gut, ich kann mir jetzt eigentlich gleich ausrüsten. Oh, Mr. John Siegi haben wir vorher vergessen. Mrs. Fichteli, sind Sie noch anwesend? Wenn ja, könnten Sie bitte schnell einen Shoutout für den Mr. John Siegi machen. Bitte, dankeschön. So, jetzt füllen wir das. Jetzt haben wir unsere Tränke wieder aufgefüllt. Und passen tut's. So.
Ja, was ist denn das für der gottverlassener Dungeon, hey? Das ist ja unglaublich. Wie heißt das? Ruinenübersäter Abgrund? Nein, das kann nicht sein. Ja, ist aber. Okay. Alter, möchtest du verarschen? Geht das bist du auf, oder was? Ach du Scheiße, Mann. So, du fliegst jetzt einmal ganz stabil nach oben. Ich hasse die Fledermaus. Ich hasse nicht mehr wie das. Sigi, merci dir für deinen Lurk. Jetzt pass auf, aber der Vollständigkeit halber, das lassen wir jetzt nicht mehr. So. So, pass auf. Du kriegst natürlich auch noch einen Shoutout von mir. Ist ja eh ganz klar. Wenn schon, denn schon. Mr. John Sigi. Merci fürs Arbeit da sein, gell? Und auch mal beim Sigi vorbeischauen. Bitte, Dankeschön. Ja, die Fledermaus, die haben schon extrem penetrant, Jess. Die haben extrem penetrant. Generell ist mir so auffällig die Fluggeschöpfe in dem Spiel. Aha, 6 aus apropos Fluggeschöpfe, die scheiß Gefickratz da. Nein, du flatterst nicht, du bleibst am Bumerund. Gern, Siege. Doch, genau aus dem Grund, weil du das Gefickratz nicht angreifen kannst. Das noch mehr nicht. Ich flippe aus mit dem Viech. Alter, ist das ein riesen Dungeon, hey. Leck mich am Bein. Wer haben wir denn da die ganze Zeit? Da haben wir doch irgendwer. Jetzt geht's wieder nach unten, oder was? Ach, das ist er da. Ja, schauen wir halt einmal. Schauen wir halt einmal. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, an dem dünnen Ding da zum Kämpfen. Gibt's keinen Bon? Shader, was meinst du denn jetzt? Also, für den Sub bedankt habe ich mich. Für den Sub bedankt habe ich mich. Oder was? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was zusammen ist mit Bon. Das war jetzt für nichts anderes nicht, oder was? Achso, Bon. Ja. Ja, doch, gibt's schon. Gibt's schon. Aber ich hätte sogar, ja, gerade nicht ausgerüstet, ich hätte sogar einen, aber bringt gegen die Gegner nicht. Obwohl, Mr. Black Shadow, da haben sie jetzt, das glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ja, jetzt haben wir den gleichen Scheißbogen, ja toll. Ja, offensichtlich geht's nach oben weiter, weil wo startet man sonst? Ah, da gibt's auch noch einen. Gibt's einen Schmiedestein, das ist gut. Shadow, ist alles fit bei dir? Wie geht's dir denn? Sorry, ich hab nach dem Essen gestern keinen Bock mehr gehabt. Ich bin dann auf einmal in Elden Ring versungen und ja. Weiß ja, wie es oft ist. Er lebt mich am Arsch, wenn das der ganze Dungeon ist, da brauchen wir noch ewig. Und irgendwer singt da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll, wenn da wer singt. Zwei auf einen Streich. Wer singt denn da? Ja, der Hans Wurst da hinten. Und wenn du deine Fotzen hältst. Bist du Freund oder Feind?
Ja, natürlich bist du... Warum frage ich ihn? Wow, leck, wie viel Schaden macht denn das Ding bitte? Nix da mit Superschall, verpiss dich. Ha, du gehst her. Oh, dezent daneben geschossen, na toll. Okay, das ist quasi der fucking OG der Fledermäuse, oder was? Ja, wie sollst du den erwischen? Ja, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Ich flippe aus. Verpiss dich! Na, wenigstens hat er sich sein Singen wieder aufgehört. Mir geht's immer besser, hoffe nur, dass ich mich am Donnerstag raustesten kann und am Samstag zum Skifahren komme. Kein Problem, zwecks gestern. Ja, ich hoffe auch, dass du das bald überstanden hast, den Schmarrn. Jetzt wird es eh generell Zeit, dass sich mal wieder was ändert auf der Welt, weil das ist ja schon langsam nicht mehr feierlich. Da sind ja immer noch einer! Da singt immer noch jemand. Sowas ist der Grund, warum Magie OP ist, ja. Das darf man jetzt nicht schon tatsächlich, Magie. Also so ein gesehene Gegner tatsächlich Magie Bombe. Ja? Aber ich muss mit dem arbeiten, was ich hab. Also das ist jetzt mit Abstand der längste Dungeon, den ich seitdem gesehen habe. Es ist schon wieder so ein scheiß Fledermaus. Mal, ich sage einmal so, grundsätzlich am Damage Output scheitert es ja nicht. Also Damage machen ist auch ganz gut, da ich sagen. Aber Fernkämpfe... Die habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich nicht. Aber Fernkampf in Form von Magie war natürlich auch nicht übel. Vor allem seit wann ist ein Fledermaus-Dog aktiv? Ich verstehe die Frage nicht. Oh Gott, das Gift jetzt endlich einmal sich schleier. Baut eher auf AD als auf A... Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Spot, ich merci wieder ein Lurk. Viel Spaß weiterhin. Schmiedestein. Boah, Deichsurms, das geht mir jetzt schon auf den Zeiger. Das Problem ist, er hat halt da einfach Heimvorteil. Mit seiner Fliegerei da. Wo sitzt denn der? Ich sehe ihn nicht. Ist einmal Gegend ausgeschaut, da kann man Oleg wieder rufen, wenn es war. Ah, da hinten ist er. Der eingeschwänzt Gesums drauf. Aber jetzt rufen wir aber an Oleg. Das war scheiße, kann man Oleg nicht rufen. Blöd.
Oh! Oh, das war ganz knapp. Ist jetzt Magian oder was? Ich komme gegen die Gegner überhaupt nicht klar. Und schon wieder vergift. Ich flippe aus. Was sind das für Fledermaus? Meine Fresse. Jetzt wurde es aber dringend Zeit, dass ich einen Ort der Gnade finde, weil sonst kriege ich massive Probleme. Das ist ein Aufzug. AD ist Attack Damage und AP ist Ability Power in League. Dabei ist AD für normale Angriffe und AP für... Achso, ja. Es gibt in dem Spiel einfach... Also ich spiele jetzt praktisch Attack Damage. Ich habe keine Ahnung, ich muss jetzt mal schauen, dass ich einen Ort der Gnade finde. Und zwar ziemlich zügig. Ich habe nämlich nur noch eine Heilung. Bingo! Man kann mich unten noch mal umschauen, tatsächlich. Jetzt muss ich mal schauen, ob er irgendwas herstellen kann gegen Gift. Oder nicht. Blöd. Oder? Jo, das muss er doch gehen, oder? So, ich hab da halt mal gefunden gehabt. Kurzzeitiger Stärkeschub, anhaltende LP-Regeneration, verringert den erlittenen Schaden. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Ja, das nehmen wir. Okay, da ist die Statue. Ja, das Sauvieh ist natürlich jetzt wieder lebendig. Kann der einfach auch weglaufen. Das war natürlich auch eine Möglichkeit. Halt die Klappe. Oh, da haben wir einen Schmiedestein übersehen. Okay. Da hinten ist ein Mordsfleischknädel. Au, au, au. Er ist unflauschig. Aber warum? Ist der hier, oder was?
Shadow, wärst du wieder in 61 Bits? Ja, den erst. Schmiedestein. Schlangengott Krummschwert. Okay. Melon. Ja gut, keine drum, wenn mir die Stärke fehlt. Nice. Da gibt's keinen geilen Alert. Na, für Bits, da ist mir tatsächlich noch nichts Gescheites eingefallen. Ich bin am Spekulieren, was ich da ein bisschen nehme, aber da habe ich noch keine findige Lösung nicht gefunden. Ich würde eigentlich für jeden Sub-Alert und für jeden... Ja, für jeden Alert im Endeffekt habe ich jetzt eigentlich was Passendes gefunden, außer für den Bit-Alert. Da bin ich also ein bisschen am Rumdifteln, was da ein bisschen passen kann. Aber ist in Arbeit, Mr. Shadow. Gut. Okay. Jetzt wird man dann wahrscheinlich gleich mal von einem Boss auf die Nase kriegen. Ah, da ist der Boss, okay. Was wird das wohl sein? Oh Gott, was ist denn das? Magmalin war Macker. Und ich krieg da Damage herin. Und zwar nicht wenig. Okay, ich hab grad keine Ahnung, wie du an den ankommst. Das ist ein Miniboss jetzt tatsächlich. Bei dem machen wir auch nicht so viel Damage. Okay, jetzt ist er salty. Aua. Oh, was? Easy. Magmalin war ein Schuppenschwert. Drachenherz. Okay.
Der hat eine gute Range, auf jeden Fall. Aber wenn du nah an einem Droh stehst, weil er halt doch sehr viel nach vorn ausschwingt. Aber er hat sehr viel delayed Schläge, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass er mir mehr Schwierigkeiten noch machen kann, weil jetzt am Anfang, wo ich den das erste Mal jetzt vorher gemacht habe, hätte ich gedacht, gut, dass du an den gar nicht rankommst. So. Als nächstes werde ich wahrscheinlich meine Gesundheit wieder ein bisschen nach oben pushen. Beziehungsweise vielleicht Kondition einmal, dass ich vielleicht ein bisschen eine Ausrüstung dann dran kann. Tatsächlich. Obwohl das eigentlich, Stand jetzt eigentlich relativ decent ist. Schauen wir, da geht's sogar noch weiter. Gut zum Dodgen, ja. Also wie gesagt, wenn du nah an dem Droh stehst, dann geht's eigentlich. Auf Ferne hier schwierig, aber in der Nähe. Und da kommt halt einfach wieder das Thema Blutung ins Spiel. Also 2 Katanas mit Blutungseffekt, das ist halt so abartig, weil du halt die Bosse dort richtig penetrieren kannst damit. Einfach, ich bin von dem Spiel einfach fürs Grafik angeht, Altus Plateau. Ich bin von der Grafik von dem Spiel einfach so dermaßen geflasht. Ich kann es niemandem sagen. Du kannst spielen, wie du magst. Du kannst die Reihen für Nahkampf entscheiden, du kannst die Reihen für Fernkampf entscheiden, du kannst Hybrid spielen, wie du magst. Ich bin jetzt rein Nahkämpfer, rein Geschicklichkeitsbild, also sprich flinke Waffen. Jetzt haben wir da erhoben quasi. Okay. Ja, aber ich glaube, dass ich da noch nicht hin muss. Aber zumindest haben wir da mal den Spot freigeschalten. Ich sehe nämlich da noch nirgendwo, wo ich die Map freischalten kann. Für mich wird es halt offstream dann so werden, dass ich das da mal alles ein bisschen in Ruhe erkunde. Dass ich mir das da mal anschaue, was da ist, wie so Phase ist. Weil da bin ich eh lang beschäftigt. Genau. Jetzt werde ich den Drachen abschließend noch einmal probieren. Vielleicht schafft man. Vielleicht schafft man. Bin zwar eigentlich noch schwach dafür, aber ich möchte mit einem geilen Bosskampf dann ja, wie auch immer zum nächsten Streamer schicken, keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, ist wurscht. Ja, wobei, mach ich gleich noch. Ich muss fast ehrlich gestehen, dass mir der Damage Boost von der Arznei besser gefällt. Geschickschub, ja. Aber Elden Ring Shadow kannst du wirklich einmal anschauen. Das kann sogar dir dauern. Es ist zwar am Anfang ein wenig schwer, aber du hast, glaube ich, lang nicht mehr für das Geld so viel Spiel gekriegt. Also das ist wirklich gewaltig. Und abwechslungsreich, auch von den Orten her und so weiter.
Gut, der Oleg bringt mir da ohnehin nichts. Oh, jetzt machen wir weit mehr Schaden. Oh, er aber. Scheiße, falsche Richtung. Was ist denn das jetzt für ein Zeug? Ah, dodged. Charged. Nice! Drache Nummer 2 war dann erledigt. Sache ist nur, dass ich... Dass ich nur während der Quarantäne wirklich Zeit habe. Ja, Elden Ring darf die wirklich lang beschäftigen. So. Also ich habe jetzt keine Ahnung. Über 20 Stunden drin und 6 eh. Das Spiel wird an die 100 Stunden haben. In etwa. Ja gut, nice. Haben wir einiges geschafft heute. Da ist auch noch ein Mordsgebiet dahinter. Da ist irgendeine Quest auf jeden Fall. Schauen wir uns das noch schnell, aber das wollte ich eigentlich heute auch noch machen. Merci für deinen Dank, Shiro.
So. Machen wir das auch noch schnell. Schauen wir mal, was da noch zum Sehen gibt. Ah ja. Ist die Frage, ist das jetzt wieder ein Dungeon oder ist das so Story-relevant? Was war jetzt das? Ja, okay, ich glaube, ich wieder noch nicht her. Schon verstanden. Ja, das soll, okay, das soll ich definitiv noch nicht her. Oh, ich muss mir meine Dinger noch hin. Muss mir meine Seelen zurückholen. 26.000, da kann man wieder in einen Aufstieg investieren. Okay, also dieser Gebiet, da soll ich noch nicht her. Alles klar. AC. Wow, jetzt war ich wieder runtergefallen. Das andere Ding ist, ich werde jetzt da wahrscheinlich nicht wegkommen. So, Chills, ich will einfach nur meine Seelen wieder. Mehr, nicht weniger. Boah, da kommen noch immer mehr. So, Tschüssikowski. Da soll ich offensichtlich nun nicht her. Okay, nice. Und zurück aus dem Lurk, sehr gut. Ja, ich glaube, mehr Gesundheit ist mir gut an der Stelle, darf ich schon fast sagen. Andererseits war das Ausrüstungsgewicht auch nicht schlecht, ja, machen wir das. Die sogar immer noch mittlere Last. Die warten sogar besser. Fancy. Okay, geht am Kopf auch noch was? Mal schauen. Ah, Bämselkopf. Waisenkapuze. Gehen auch beide nur. Ja, entschieden. Nehmen wir den. Okay. Ja, gut. So. Gut. Oh, dann soll es für heute aber auch gewesen sein. Oh, ich habe auch 4 Stunden. Ich glaube, das klang für heute. Heute haben wir einiges gesehen. Wir haben einen Mainboss gemacht. Wir haben, keine Ahnung, wie viele kleine Bosse haben wir gemacht. 3, 4. Wir haben einen Drachen gemacht. Ich glaube, dass wir ganz gut vorangekommen haben. Meine, was darf man denn meinen? Jetzt passt zu 8.
So. Gut. War heute ein sehr guter Stream. Merci dafür. Mr. Boxer, ich hab zum Danken, dass du zuschaust. Aber ja, mir hat's auch getaugt. Durchaus. War sehr abwechslungsreich heute, auch von dem, was passiert ist. Aber ich muss jetzt erstmal dann in Ruhe schauen, wo schaue ich mich denn jetzt als nächstes um, weil, sagt sie eh, das ist auf einmal ein riesiges Gebiet, was du da neu freischaltest. Ja. Aber an und für sich haben wir gut vorangekommen. Das auf alle Fälle. Da kann man nichts sagen. So. Ich hoffe, dass die anderen natürlich auch taugt hat. Das ist einmal das Allerwichtigste. Gut. So, jetzt schauen wir mal, wer ist denn live. Mike, eckig. Ah! Ja gut. Thema erledigt. Ich werde zu der Fichteli weiter reden. Die ist gerade live mit Legend of Zelda. Habe ich vorher schon mal geschaut, hat wie gesagt, wer die noch nicht kennt, bitte schaut mal vorbei, lasst sie mal ein Following da. Sehr liebe Person, ist Moderatorin und Abonnentin bei mir. Ja, kommt quasi aus der befreundeten Nachbar-Community, wenn man so will. Ist bestimmt auch ganz entspannt für Samstag, Spätnachmittag. Ja? Wann ich als nächstes stream, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ausrufezeichen Discord an der Stelle. Ja. Du kriegst mit, wann ich live gehe. Stand jetzt wahrscheinlich am Montag auf die Nacht. Nächste Woche werden wir es aber wieder so machen, dass wir wieder abwechslungsreichen Content von. Ja? Also wir spielen einmal Elden Ring und wir spielen auch einmal Assassin's Creed wieder weiter. Ja? Dass das auch vorangeht. Ich habe jetzt einmal eine Woche Elden Ring Only gemacht, einfach weil ich extrem Bock auf das Spiel habe und auch nach wie vor Bock auf das Spiel habe. Aber ich muss einfach zwangsweise einen Großteil davon Offstream spielen, weil, wie gesagt, sonst hängen wir da über ein Jahr dran, so auf die Art und Weise. Und ich möchte jetzt meine Community nicht ein ganzes Jahr mit Elden Ring vollballern. Ja? Also es soll schon abwechslungsreich bleiben. Wie gesagt, jetzt haben wir mal eine Woche Tryhard Elden Ring gespielt und ich glaube, das passt auch. Ja? Nächster Stream, wie gesagt, wird aber erst einmal Assassin's Creed sein, abgesehen davon. Also Elden Ring sehen wir dann Mitte nächster Woche wieder, vermutlich. Also normalerweise war es jetzt so, dass ich wahrscheinlich Montag, Mittwoch auf die Nacht. Wahrscheinlich, aber hundertprozentig wissen tue ich das noch nicht. Ja? Schreibe ich, wie gesagt, ins Discord. So, dann haben wir einen Raid-Command. Der ist einmal für Non-Subs und für Subs. Einfach kopieren und bei der Mrs. Fichteli einfügen. Und seit kurzem hat Bazi einen YouTube-Kanal. Schaut's da gerne mal drauf. Ich sag's einmal vorweg, da wird nicht sonderlich viel passieren drauf, was Content angeht. Da werden einfach meine Wots 1:1 auf YouTube gelohnt, damit ihr später irgendwann einmal jederzeit nachschauen könnt. Wenn ihr Bock habt auf so eine Art Let's Play, wenn man so will, und ihr wisst nicht, wo schauen wollt, oder mögt, dann schaut da gerne mal drauf. Da wird, wie gesagt, ab jetzt jeder Stream chronologisch auch in Playlists geordnet aufgelohnt, da könnt ihr es immer mal wieder anschauen. God of War Ascension ist schon komplett drauf. Elden Ring ist bis jetzt außer der letzte Stream noch nicht drum, weil ich muss aber 24 Stunden warten, weil sonst gibt mir Twitch auch nicht auf die Fingern. Den gestrigen Elden Ring Stream, den lohne ich aber jetzt dann. Oder war es vorgestern? Weiß ich nicht. Den letzten Elden Ring Stream, den lohne ich jetzt noch einen Stream dann drauf. Also der wird dann wahrscheinlich irgendwann heute spät Abend verfügbar sein. Ja? In diesem Sinne. Schaut's gerne mal drauf, lasst ein Abo da. Also Abo ist praktisch ein Following auf YouTube. Genau. Ansonsten wünsche ich einen schönen Spätnachmittag, einen schönen Samstag, ein schönes Restwochenende. Morgen kann ich nicht streamen, weil ich Tennis spielen muss. Genau. Wie gesagt, wahrscheinlich Montagabend mit Assassin's Creed. Okay? In diesem Sinne viel Spaß bei der Mrs. Fichteli. Ich bin für heute raus. Macht's es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Viert euch.